Schlafen. How do you know? Woher wisst ihr das? Because I can't remember. That's right. I don't know what happens when I'm asleep. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn ich schlafe. But I know that I slept well when I'm not sleepy after I wake up. Aber ich weiß, dass ich gut geschlafen habe, wenn ich nicht schläfrig bin, wenn ich dann aufwache. Good. Gut. Question. Frage. When does man become husband and when does woman become wife? Also wann wird der Mann ein Ehemann und wann wird die Frau eine Ehefrau? I have time. Ich habe Zeit. When God establishes the marriage. When God establishes the marriage. Also wenn Gott die Ehe etabliert. Alright? Okay? Any other idea? Irgendeine andere Idee? I both agree and disagree. Ich stimme sowohl zu als auch nicht zu. Husbandness and wifeness Also Ehemann sein und Ehefrau sein is a state of mind. ist eigentlich ein gedanklicher Zustand. When you are 35 and not married, Wenn du 35 Jahre alt bist und noch nicht verheiratet, you suffer because your husband, dann leidest du, weil dein Ehemann, but you do not have wife. because you're a husband, weil du ein Ehemann bist, aber noch keine Ehefrau hast. You have husband mentality, but you have no wife. Du hast vielleicht die Mentalität die Mentalität eines Ehemannes, aber noch keine Ehefrau. So you feel less and less fully human. Man fühlt sich dann weniger und weniger menschlich. You feel half man. Man fühlt sich dann wie ein halber Mensch. And even much more if your younger brother or sister got married before you do. Und noch schlimmer ist es, wenn dein jüngerer Bruder oder deine jüngere Schwester vor dir geheiratet hat. And there are so many things that are made for couples. Und es gibt so viele Dinge, die für Ehepaare gemacht sind. And you're remembered constantly Und ständig wirst du daran erinnert, that you're alone. dass du alleine bist. So God blesses the marriage. Also Gott segnet die Ehe. But husbandness and wifeness is the expression of maturation. Aber Ehemann und Ehefrau sein ist ein Ausdruck von Erwachsenwerden. And this is what happened with Adam. Und das ist mit Adam passiert. There is something that grows in us. Da gibt es etwas, was in uns wächst. Not just sexual organs, Nicht nur sexuelle Organe, but our social maturation. aber unser soziales Erwachsenwerden. Also expectations of us at certain age, at certain maturity. Auch Erwartungen an uns zu bestimmten Zeitpunkten unseres Erwachsenwerdens. Male and female together look at life differently. Mann und Frau zusammen schauen das Leben aus einer anderen Perspektive an. She feels and sees things that man doesn't. Sie sieht und fühlt Dinge, die Männer gar nicht so wahrnehmen. Another way around as well. Und andersrum gilt das ganz genauso. And this is why first month is the honeymoon. Und deswegen ist der erste Monat der Flitterwochen. Yes. Because there should be enough honey for both of them when they disagree with each other. Weil da noch genügend Honig sein sollte, wenn sie noch sich nicht mehr übereinstimmen. If at honeymoon you do not have any tensions, pray very hard. Also wenn man in den Flitterwochen keinerlei Spannungen hat, dann sollte man anfangen, sehr stark zu beten. Because storm is coming. Denn dann kommt der Sturm. When you go home Wenn du nach Hause kommst and you have not fought any fights yet, und du noch keine einzige Auseinandersetzung zu bewältigen hattest, they will come and with vengeance.
Und dann werden sie mit großer Macht auf dich einstürzen. Also, don't rush to divorce. Außerdem beeilt euch nicht, euch zu scheiden. You're a man. Ihr seid ein Mann. You wear a shoe that is at least 40 size. Size 40? Yeah, a little more, even like maybe 45, 44. Oh, okay. Yeah. In Germany we're 40. Yeah. Also wir haben Schuhgröße 44 oder 45 oder so. Which means that it is not so easy for wind to make you fall. Es ist nicht so einfach für den Wind, dass du umfällst. If you don't know how to fight, you are not ready to get married. Also wenn du nicht in der Lage bist zu kämpfen, dann bist du noch nicht bereit zu heiraten. In fact, to give in takes much more strength and maturity. Und nachzugeben erfordert in Wirklichkeit viel mehr Erwachsensein und viel mehr Kraft. I remember several times when Brenda says, okay. Ich erinnere mich an mehrere Momente, wo Brenda gesagt hat, okay. And when we were just married, for me, okay, it's just fine. Und als wir gerade verheiratet waren, war dieses okay für mich ganz in Ordnung. And I thought I won. Und ich habe gedacht, oh, ich habe gewonnen. But later you learn that when wife says okay, it's not okay. Und dann lernt man später, dass wenn die Frau sagt okay, dann ist es eigentlich nicht wirklich okay. And if you do not make those things clear, they fester and they explode at the unexpected moment. Und wenn man solche Dinge nicht rechtzeitig klarstellt, dann bleiben sie so haften und explodieren zu einem völlig unerwarteten Zeitpunkt. And we must be mature, we men, to admit that we are not as subtle as women are. Und wir müssen zugeben als Männer, dass wir nicht so nicht so klug oder so Subtil. Nicht subtil. Feinfühlig, ja. Aber auch, ja, das hat so dieses auch was listig so ein bisschen von der Schlange, nicht wahr? Wie die Frauen. And if you want to blame something, und wenn du irgendwie die Schuld verschieben möchtest, for that difference, blame testosterone and estrogen. Wenn du also die Schuld jemandem geben möchtest für diesen Unterschied, dann sollten wir das Testosteron und das Östrogen dafür verantwortlich machen. God did it. Gott hat das so gemacht. Because He made us with a shape empty for her or for him. Denn er hat uns mit einer Form geschaffen, die leer ist für ihn oder für sie. So, husbandness and wifeness is a mentality. Also Ehemann sein, Ehefrau sein ist eine Mentalität. First, before it is a legal status. Lange bevor das ein gesetzlicher Status geworden ist. Bible paints a picture. Die Bibel malt hier so ein Bild. In Genesis 2:18. In 1. Mose 2, Vers 18. Ja, es heißt hier, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Direct contradiction with Genesis 1:30. Ein direkter Widerspruch zu 1. Mose 1, Vers 30. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben, und es geschah so. It doesn't say. No, it's a bit different. You're sure it's verse 30? It's 28. It says... It was very good. Das ist 31. 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. That's how Genesis chapter 1 finishes. Ja, genau so endet 1. Mose 1, Vers 1. Mose 1. Everything was good. Alles war gut. And then God says it is not good. Und dann hat Gott gesagt, es ist nicht gut. God is a mature being. Gott ist ein erwachsenes Wesen.
He doesn't impose what is good on others. Er zwingt anderen das Gute nicht auf. You can do good things, but it doesn't mean that it is going to be good for both of you. Man kann gute Dinge tun, das bedeutet aber nicht, dass sie für beide dann auch gut sein werden. This is why psychologists and counselors say, communicate. Deswegen sagen Psychologen und auch Ratgeber, dass man gemeinsam kommunizieren soll. This is why it's important to know same language. Deswegen ist es wichtig, dieselbe Sprache zu kennen. My mother tongue is Ukrainian. Meine Muttersprache ist Ukrainisch. I grew up in Croatia. Ich bin in Kroatien aufgewachsen. And my wife is American. Meine Frau ist Amerikanerin. Americans think that everybody will speak English in heaven. Die Amerikaner glauben, dass jeder Englisch im Himmel sprechen wird. And when she told me that, I said it's because you guys don't know how to learn other languages. Und ich habe gesagt, das liegt nur daran, weil ihr nicht wisst, wie man andere Sprachen lernt. But there is other type of language that doesn't depend on language itself. It depends on how we listen to each other. Es gibt noch eine andere Sprache, die gar nicht so sehr eine direkte Sprache ist, so davon abhängt, sondern mehr davon abhängt, wie wir auf den anderen hören. How much do we empty ourselves of self and fill ourselves with her so that she can communicate, have communion with me? Wie sehr kann ich mich von meinem eigenen Ich entleeren, damit sie in mich hinein oder dass ich mich mit ihr füllen kann, damit wir Gemeinschaft haben können, dass wir kommunizieren können. How many times Wie oft we discuss haben wir diskutiert? and I tell her what I think should be done. Und ich sage ihr, was getan werden And sollte. I see that she is trying to find the way of contradicting me. Und ich sehe, wie sie einen Weg sucht, mir zu widersprechen. Then I said, but. Und dann sage ich, aber. And she starts smiling. Und dann fängt sie an zu On the lächeln. other hand, Auf der anderen Seite, because there are two hands. es gibt ja zwei Seiten, nicht wahr? So this is one hand, but on the other hand. Es gibt also eine Hand, aber es gibt auch noch auf And die then andere Hand. I guess what she wants. Und ich vermute, was sie möchte. And then she comes and kisses me. Und dann kommt sie und küsst mich. This ping pong happens every day. Dieses Ping-Pong, das passiert jeden Tag. That's called communication. Das nennt man Kommunikation. That's called communion. Gemeinschaft nennt man das. So God is adult enough, Also Gott ist erwachsen genug, after declaring that everything is good, to say no. dass nachdem er gesagt hat, dass alles gut ist, er dann sagt nein. Something else needs to be done. Noch etwas muss hier getan werden. Adam is alone. Adam ist allein. Unique type of loneliness. Eine ganz außergewöhnliche, einzigartige Form der Einsamkeit. You can feel very lonely in very big group of people. Man kann in einer großen Menschenmenge sich sehr einsam fühlen. Because your half is not there. Denn deine andere Hälfte ist nicht da. And you see them go hand in hand. Und man sieht alle anderen Hand in Hand gehen. And all you can do is go that way, hand in hand. Und du kannst nur so Hand in Hand gehen. So, unique type of loneliness is the lack of a person that you can identify with. Also diese ganz einzigartige Form der Einsamkeit ist der Mangel an einer Person, mit der man sich identifizieren kann. Because that's how we grow, Denn so wachsen wir. through identification. Durch Identifikation. Not that there were no other beings in heaven. Nicht, dass es im Himmel nicht auch andere Wesen gegeben hätte. There were angels, Da gibt es Engel, but he is not angel. aber Adam ist not. Yeah. Aber Adam ist natürlich kein Engel. And there were monkeys, Es gibt Affen. but we have to wait until, what's his name, to believe that he comes from monkeys. Darwin. Darwin. Ja. Wir müssen also noch auf Darwin warten. But that was not true in Adam's time. Aber zu Adams Zeiten war das noch nicht wahr. From earliest childhood,
Von frühester Kindheit an we identify. identifizieren wir uns. For about 4 years, I was youth director for a conference. Ich war 4 Jahre lang Jugenddirektor, also Jugendabteilungsleiter einer Vereinigung. And you know, the Bible says that key means power. Und die Bibel sagt, dass also Schlüssel, dass der Schlüssel Macht bedeutet. When you become youth director for a conference, Und wenn du Jugendabteilungsleiter einer Vereinigung geworden bist, then you receive a bunch of keys dann bekommt man so einen ganzen Schlüsselbund from a camp, von dem Camp, from the winter camp, vom Wintercamp, from your office, von dem Büro, from home. vom Heim. So you have a bunch of them. Man hat also ein richtiges Schlüsselbund. And then, when I was at that time, something smart happened, but it's not popular anymore. It was round like this. Und dann gab es etwas, was heute nicht mehr so berühmt ist. Das ist so And it had groß. spring inside. Spring. Spring, yes. Feder. Einer hat eine Feder. Yes, Ja, eine Feder. yes. So, you have a bunch of keys, Man but hat- they are not pressing on the bottom of your pocket. Also man hat so einen Schlüsselbund, aber die drücken jetzt nicht in die Hosentasche hinein. So they are hanging here somewhere. Die hängen hier so. And you don't have to take them off. Man muss sie auch nicht abnehmen. You just take it out, Man nimmt sie stretch raus. it, and then it stops. And then you look which key you want. You open the door, take it out, pull it a little bit, and it goes back and runs in the pocket. And my older son watched all of this magic. Also man nimmt also dieses Schlüsselbund mit der Feder, streckt es aus, schließt die Tür auf und dann nimmt man den Schlüssel wieder raus und dann lässt man es zurückgehen. Und mein Sohn hat das alles angeschaut und hat gedacht, das ist ja Magie. But he was still baby. Er war noch ein Baby. He still wore diapers. Er hat noch Windeln getragen. Now I must tell you that all of my life I missed father. Ich muss euch erzählen, dass mein ganzes Leben über ich einen Vater vermisst habe. I was 2 when he was killed. Ich war 2 Jahre alt, als er getötet worden ist. And I always loved when my mom told me stories about him. Ich habe es immer geliebt, wenn meine Mutter mir Geschichten von ihm erzählt hat. Because not only boys identify with father, boys identify with mother, Denn and vice versa. Denn Jungen identifizieren sich nicht nur mit dem Vater, sondern auch mit der Mutter und entsprechend auch umgekehrt. Because mother and father are the whole humanity for a baby and for a boy. Denn für ein Baby, für einen kleinen Jungen sind Mutter und Vater quasi die gesamte Menschheit. That's why you find young children fighting with each other, because this father thinks this way, my father thinks that way, my father is stronger than yours, no, your father is more stupid than yours, and so on, until it becomes physical. Also deswegen kämpfen auch kleine Kinder wegen ihrer Eltern und sagen, mein Vater weiß mehr als du, mein Vater ist dümmer als du und dein Vater ist dümmer als du. Thank you. Ja. Jedenfalls deswegen kämpfen sie. So, one day, Eines Tages my wife calls me. hat meine Frau mich angerufen. Miroslav, come immediately. Miroslav, komm bitte sofort. Upstairs in the bathroom. Und zwar hinauf die Treppen in das Bad. She opened Andre's diaper. Sie hat die Windeln von André aufgemacht And on the right hand side, und rechts in der Windel, between the skin and the diaper, zwischen der Haut und der Windel, he found some key somewhere. da waren so einige Schlüssel. And it hit me with 1000 volts. Und es hat mich mit 1000 Volt getroffen. This guy is identifying with me. Dieser kleine Junge, der identifiziert sich mit mir. It's this that makes humans human. Und genau dadurch werden Menschen menschlich. Through close union, there is nothing more beautiful for children than to catch you kissing your wife. Also es gibt nichts Schöneres für Kinder, als wenn sie merken, wie du deine Frau küsst. When they are already older, they are kind of shy and they move, but they are all tickled.
Also wenn sie schon etwas älter sind, sind sie etwas schüchtern und bewegen sich weg, aber sie sind trotzdem noch ganz angeregt dadurch. They should be always sure that two of you are together forever. Sie sollten immer sicher sein dürfen, dass ihr beide für immer zusammen bleibt. This is why girls, still young girls, like to take Mama's robe and her high heels. Deswegen mögen kleine Mädchen gerne die Kleidung der Mama anziehen und die Stöckelschuhe. And when you are a little girl Wenn du ein kleines Mädchen bist and you have high heels und du Stöckelschuhe anhast and you take a robe und du das Kleid der Mama anziehst and robe is dragging behind you, und das Kleid dann hinter dir so herschleift, then you keep falling dann fällt man ständig hin. and you wonder how come Mama doesn't fall. Und man fragt sich ja, warum fällt die Mama nicht hin? But that's identification. Und das ist Identifikation. No one can teach you to be man. Niemand kann dich lehren, ein Mann zu sein. No one can teach you to be woman. Niemand kann dich lehren, eine Frau zu sein. You learn it through imitation. Man lernt es durch Imitation. So God knew that it is not good for men to be alone. Also Gott wusste, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. He needed a mirror. Er brauchte einen Spiegel. And a wife to husband is a terrible spiegel. Und die Frau ist für einen Mann ein wirklich schrecklicher Mirror. Because she sees you. Denn sie sieht dich. But and then I have answer. Husbands, listen to this. Aber ich habe eine Antwort. Liebe Ehemänner, hört genau zu. When you look at me, I said. Wenn ihr... To my wife, I said. Also, als ich zu meiner Frau gesagt habe, wenn du mich anschaust, you don't see me like in a mirror. dann siehst du mich nicht wie in einem Spiegel. Because in a mirror, Denn in einem Spiegel, my right hand is on the left side. dann ist ja meine rechte Hand im Spiegel auf der linken Seite. So all your reasoning is false. Dein ganzes Denken ist völlig falsch. You know what she told me? Wisst ihr, was sie gesagt hat? I forgive you. Ich vergebe dir. I said, you gave up. She says, yes, with philosophers you can never discuss. Und sie hat gesagt, ja, du hast aufgegeben. Und sie I hat have gesagt, learned that. ja, ich weiß, Philosophen kann man nicht diskutieren, das habe ich gelernt. It takes a good wife to marry a philosopher. Also man muss schon eine gute Frau sein, um einen Philosophen zu heiraten. When I was teenager and we heard that this such and such married, this person got married, Also als ich ein Teenager war und wir gehört haben, dass so und so geheiratet hat, we asked against whom? wir haben gefragt, gegen wen? But it doesn't have to be enmity. It's facing who do I face? Also es muss ja keine Feindschaft sein, es geht darum, wem stehe ich gegenüber. And you see how they go together, left and right hand? Man sieht, wie sie zusammengehen, linke Hand und rechte Hand. So, because God was not a dictator, Weil Gott kein Diktator war, He knew what to do. er wusste, was man tun sollte, was zu tun gab. But I had I took time to get married. Also ich habe mir jetzt Zeit genommen, zu heiraten. I was 28 years old when I got married. Ich war 28 Jahre alt, als ich geheiratet habe. And my wife was then 6 years younger. Meine Frau war damals 6 Jahre jünger. She is still that much younger. Ist immer noch so jünger. And we met at Cologne. Wir haben uns in Cologne getroffen. And I felt that to get married means to become poorer. Poorer. Ich habe das Gefühl, dass wenn man heiratet, dann wird man ärmer. Because there are at least 2 milliards, how do you say it?
2 billion Billion. women in the world. Denn es gibt ja... But when I was there, Okay. I counted them. I didn't. Also damals gab es ja ungefähr 2 Milliarden Frauen in der Welt. And let's suppose 2 billion people women that are not married. Und nehmen wir mal an, es waren 2 Milliarden Frauen, die noch nicht verheiratet waren. And they are all potentially mine. Sie sind ja potenziell, könnten sie alle meine sein. But when I choose one, then I'm stuck. Aber wenn ich eine wähle, dann bin ich halt jetzt dann festgefangen. So I have to see her face every day Ich muss ihr Gesicht jeden Tag sehen. and sleep with her every day, Muss, every night. muss jede Nacht mit ihr schlafen. And people will always see me as if I need somebody to support me. I lose my autonomy. Also ich verliere dann meine Autonomie. Ich brauche dann jemanden, der mich unterstützt. Now you know what autonomy means. Ihr wisst, was Autonomie bedeutet. Autos nomos. Autos nomos. Autos has nothing to do with the car. Also Autos hat ja nichts mit den Autos zu tun. It does have, because autos mobile, Ja. self-movement. Es hat in gewisser Weise doch was damit zu tun, weil Automobil ja der selbstbewegende Gegenstand ist. Autos means self. Also Autos heißt selbst Nomos means law. und Normos heißt Gesetz. Autonomy means self-law. Also Autonomie heißt Selbstgesetz, sich selbst das Gesetz zu geben. Because when she came into my life, 2 autonomies met. Denn als sie in mein Leben kam, haben sich 2 Autonomien getroffen. So we're still working on winomy, Wir arbeiten immer noch an gemeinschaftlichen Gesetz, so that we know how to plan and what's going to happen. sodass wir gemeinsam planen können, was geschehen wird. And then one afternoon, Eines Nachmittags I was converted. bin ich bekehrt worden. I agreed with God that it is not good to be alone. Ich habe Gott zugestimmt, dass es nicht gut ist, allein zu sein. I was at College, Ich war in Cologne and boys' dormitory is school is on Alps mountain. Ja, die Schule ist so in den Alpen gelegen. And then there is a valley, Da gibt es so ein Tal, there is Geneva, da gibt es Genf dann. just 3 kilometers from school, going down, border, and you're in Geneva. Also man geht nur 3 Kilometer hinab von der Schule und dann ist schon die Grenze und dann kommt schon Genf. And behind Geneva, Jura Mountains. Und dann sind da so eine Gebirgskette direkt hinter Genf. And then huge jet d'eau, the water jet that goes, I don't know, how do you call it? Geysire. Yeah. Also das ist die it Jura-Gebirgskette. it was made by humans. You know, it's not natural. Springbrunnen, Yeah. Wasserfontänen. Yeah. Okay. And so I was sitting, and behind me is the mountain. Also hinter mir, ich habe dort gesessen, hinter mir waren die And Berge the sun is slowly going behind the mountain. und die Sonne ist so langsam hinter den Bergen verschwunden. And then I watched how the shade is invading the land ahead of me. Und habe ich gesehen, diese Invasion des Schattens über das Land. And then there was a beautiful Swiss home, Es gab dort ein wunderschönes Schweizer Haus. and I saw how the road goes, Ich habe gesehen, wie die Straße so sich entlang schlängelte. and then they have a driveway, Da gab es so eine Einfahrt. and I was watching how the shadow is coming Ich habe towards den that house. Schatten beobachtet, wie er immer mehr sich dem Haus näherte. And then I saw a car come Und dann sah ich, wie ein Auto daherfuhr, and enters into that driveway, in die Einfahrt hineinfuhr, stops, dann gestoppt hat. the door opens, Die Tür wurde geöffnet. the man comes out, Ein Mann kam hinaus
Now I can see still very well. I still have 20/20 vision. Ich kann immer noch sehr gut sehen. Ich habe ausgezeichnete Sicht. I couldn't tell you what color of shoes he had. Ich konnte die But I Schuhfarbe. knew it's a man, and he stopped. Also ich konnte ihm zwar nicht sagen, welche Schuhfarbe er hatte, aber ich konnte genau sehen, es war ein Mann. And he comes to the door, Und er ist dann zur Tür gekommen and the wife comes out, und die Frau kam hinaus waits for him on a platform of the stairs. und hat dort an der Tür auf ihn gewartet. They hugged and kissed right in front of my face. Sie haben sich direkt vor meinem Angesicht geküsst. Then they closed the door. Dann haben sie die Tür geschlossen. Then they put the lights inside the house. Dann haben sie das Licht angezündet. And then they closed the shutters. Und dann haben sie die Fensterläden geschlossen. And I felt alone and lonely. Und ich habe mich allein und einsam gefühlt. And then I agreed. Und dann habe ich zugestimmt. It is not good Es ist nicht gut, for men to be alone. für den Menschen allein zu sein. Amen. Not aunts, not uncles, Keine Tanten, keine Onkel, not parents. nicht die Eltern. Nobody can make you ready to marry. Niemand kann dich bereit machen zu heiraten. You have to mature to it. Du musst selbst diesen Grad erreichen. And people might not understand. Und vielleicht verstehen das Menschen nicht. But that's okay. They have their own choices to make. Aber das ist okay, sie müssen ja selbst ihre eigenen Entscheidungen fällen. I decided that I need somebody who will stay with me all my life. Ich entschied, ich brauche jemanden, der mit mir das gesamte Leben verbringt. So Adam was lonely. Adam war also einsam. I imagine that he at one moment sighed, a deep sigh. Ich stelle mir vor, wie er zu einem bestimmten Zeitpunkt ganz tief geseufzt hat. And God heard it, Und Gott hat es gehört. and he said it is not good for men to be alone. Und er hat gesagt, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. And God worked on it. Gott hat jetzt daran gearbeitet. Song of Solomon says, "Set me as a seal." Und das Hohelied sagt, setze mich wie ein Siegel. Let us seal our relationship. Lasst uns unsere Beziehung versiegeln. Something that everybody will know that you're taken. Etwas, von dem jeder weiß, dass du diese Entscheidung getroffen hast. All animals and all angels are okay, but I need bone of my bone and flesh of my flesh. All die Tiere sind ja okay, all die Engel sind ganz in Ordnung, aber ich brauche Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. After all, I don't even want to take time to think how complicated it would be if I married an angel. Ich möchte gar nicht die Zeit verschwenden, darüber nachzudenken, wie kompliziert es wäre, wenn ich einen Engel geheiratet hätte. It wouldn't fit. Das würde nicht passen. Tragedy starts when neither he nor she are still ready. Die Tragödie beginnt, wenn weder er noch sie wirklich bereit sind. If I married my wife when I felt that 2 billion women can all be mine, we would not be happy. Wenn ich meine Frau zu dem Zeitpunkt geheiratet hätte, als ich noch glaubte, dass die restlichen 2 Milliarden Frauen mir gehören könnten, dann wären wir nicht glücklich geworden. And she could not change me. Und sie konnte mich nicht ändern. It had to happen in me. Es musste in mir geschehen. When both are ready, Wenn beide bereit sind, things go well. dann geht es gut. Scripture talks about one flesh union. Die Bibel spricht davon, ein Fleisch zu werden.
she wanted to marry in America. Sie wollte in Amerika heiraten. She returned because she had the 4th year of college to finish. Sie ist zurückgekehrt, weil sie musste das 4. Jahr im College beenden. So I took her to the train station. Ich habe sie zum Zug gebracht, zum Bahnhof. And we kissed. Wir haben uns geküsst. And don't wait long time for Swiss trains to start. Warte nicht lange, es dauert nicht lange, bis die Schweizer Züge losfahren. I had to push her aside. Ich musste sie wegdrücken. And jump, just so that otherwise she apologized to me. Also ich musste dann zum Springen. Sie hat sich entschuldigt dann. And then she came to the window and waved to me. Und sie kam zum Fenster und hat mir gewunken. And those Swiss are very cruel because they make train turn like this. Und die Schweizer sind wirklich böse, denn sie lassen den Zug so um die Ecke fahren. So I couldn't see her wave for me. Ich konnte nicht mehr sehen, wie sie mir gewunken hat. And I went back. Ich bin zurückgegangen. Alone. Ganz alleine. You're never so alone as when you have known intimate union. And it was not yet married union. Man ist niemals so alleine, wenn man nicht schon ein bisschen Intimität erlebt hat, Gemeinschaft, und aber noch nicht verheiratet ist. So we decided we are going to correspond. Wir haben also entschieden, eine Korrespondenz aufzubauen. Not this kind of gadgets. Also nicht mit solchen Hilfsmitteln hier. Our telephones were attached to the walls. Unsere Telefone waren noch an der Wand befestigt. And it cost a lot of money to call. Und es hat viel Geld gekostet, anzurufen. And mail? Only snail mail. Ach so, ja, und der Briefverkehr war wirklich im Schneckentempo, ist der so vor sich gegangen. It was not email. Keine E-Mail. Ja. So it took about 4 days airmail from California to Cologne. Es hat 4 Tage gedauert, bis die Post von Kalifornien nach Cologne gebracht worden ist. So that when we cannot wait. I mean, as soon as I received the letter, I wrote a reply. Also wir konnten gar nicht warten. Sobald ich den Brief bekommen hatte, habe ich eine Antwort geschrieben. So it was not just she asked the question and I give the answer. She knew that the second letter will have the answer to the question that she asked before. So memory must be, okay, why is he talking about? Okay, yeah, I probably asked him that question. Wonderful to keep us united. Ja, jedenfalls hat man also immer sofort auf die Fragen geantwortet und man musste dann im Gedächtnis behalten, was eigentlich die Frage gewesen war, denn der nächste Brief hat schon die Antwort darauf gebracht. Und es war eine wunderbare Form, das Ganze, also die Gemeinschaft zu erhalten. All school year like this. All what? School year like that. Das ganze Schuljahr ging so vor sich. At night I was working in Geneva as a night watchman. Und abends habe ich ja in Genf als Wächter gearbeitet. Wie lange haben wir? 11? Okay. Until 12? 2.5 hours? Yes. Oh, so. Until noon? Yeah. Oh, well, I don't know. I didn't have enough breakfast for all of that. So, or is there a second one? No. You got 2.5 hours. But you can do a break if you want. Until 12. And then Yeah, we can maybe take a break. Anyway. Aber dazwischen mal eine Pause. You can have a break. Yeah. So I was working as a night watchman. Also ich habe da als Nachtwächter gearbeitet. Did I tell you that Das habe ich doch in der Predigt when I was erzählt, interviewed? wie ich interviewt worden bin. And he asked me if yes, and I sang to you Arrivederci Roma. Und ich habe ihm danach Arrivederci Roma gesungen. Ja. And I didn't tell you why was that important. Ich habe euch nicht gesagt, warum das so wichtig war. Because I had several banks to visit. Ich musste ja verschiedene Banken immer besuchen. So I had keys. Ich hatte Schlüssel. This one has pattern on 2 sides.
Und er hatte auf beiden Seiten so ein Muster. I had keys that have 4 patterns Ich hatte or 6 patterns. ich hatte Schlüssel mit 4 und mit 6 solchen Mustern. And if you put it wrongly, Und wenn man das falsch hineintut, the key is stuck, and alarm comes on, and police comes. und wenn man das falsch reinsteckt, den Schlüssel, dann ist der Schlüssel fest und dann geht der Alarm los, die Polizei kommt And it examines you und du wirst untersucht. like only Swiss can do, Und zwar so, wie es nur die Schweizer voll vermögen. and then finally they liberate your key. Und dann wird der Schlüssel befreit. So we had to know music because some of the doors had this kind of keys, Wir mussten also several things. Musik kennen, weil einige der Türen solche Schlüssel hatten mit mehreren Mustern. So I had banks, Ich hatte Banken but then I had also gold refinery. und auch eine Goldläuterungsanlage. So to enter in it, Um dort hineinzugehen, I had this key with 4 sides, da war so ein Schlüssel ebenfalls mit 4 Seiten. and you put it in and turn only about quarter like this, and then back, pull it out. Man hat den Schlüssel hineingesteckt, so ein Viertel rumgedreht und dann wieder herausgezogen. The door automatically opens. Die Tür öffnete sich automatisch. You pass in, Man ist hineingegangen and it closes after you. und hinter einem ist die Tür wieder zugegangen. And I am in a place about 2 meters by 2 meters. Und der Platz, wo ich da war, der Raum war nur 2 mal 2 Meter. On the back is the entrance door, Hinter mir war die Eingangstür, heavy metal door. schwere Metalltür Cement wall here and cement wall here. und dann Zementmauern um mich herum. Nowhere keyhole. Kein einziges Schlüsselloch. But I had to know music. Aber ich musste Musik kennen, Because the wall that is facing the entrance door denn die Tür, die Mauer, die der Eingangstür gegenüber war, was the door. das war die Tür. No hinges. Da war keine Scharniere, danke. But in front of that wall that is facing the door, Aber direkt vor dieser Mauer gegenüber der Eingangstür, there was a hole on this side wall, and on the opposite side there was a hole. da waren so 2 Löcher an diesen Mauern. And there was a beam coming, sometimes from this side, sometimes from this side. Ein Beam. Ein Strahl, da kam so ein Strahl, manchmal aus der Richtung, mal aus der Richtung. And before I went to see that refinery, I had to call my captain. Und bevor ich dort in diese Läuterungsanlage hineingehen konnte, musste ich meinen Chef anrufen. I had to visit that establishment 3 times per night. Ich musste dort 3-mal pro Nacht hineingehen. And I call him and I tell him, Miroslav is here, Und ich habe ihn angerufen und gesagt, hier ist Miroslav Kisch. and I'm about to enter the gold refinery. Und ich bin jetzt dabei, hineinzugehen dort in diese Goldveredelungsanlage. And then he gives me title of a song, Und dann hat er mir einen Liedtitel gegeben, nothing else. nichts anderes. He hangs up. Hat dann die Tür, hat wieder aufgelegt. I come there, Bin dorthin gegangen. and now, what? Only on Sunday? La 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 la. Do you know that song? Also dieses gerade gehörte Lied, kennt ihr das? So I come. If that's the music, then I go with my hand like that. La 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 la. Und so bin ich halt mit der Hand immer mit der Musik mitgegangen. And all of a sudden the wall lifts up. Und dann hat sich Thick like this. so eine dicke Wand Just plötzlich and the wall hochgehoben. goes up. And 2 gentlemen wait from you. Und 2 Männer haben auf mich gewartet. German shepherds. Deutsche Schäferhunde. Dogs.
And one starts walking, Einer hat ist angefangen zu gehen, doesn't wait for me. hat nicht auf mich gewartet. The other one waits. Der andere wartet. And I go after him. Ich bin ihm hinterhergegangen. And then he knows where I should go. Er wusste, wo ich hingehen sollte, But he continues. aber er ist weitergegangen. He was taught that I should know where I go. Er war gelehrt worden, dass ich wissen sollte, wo ich So I hingehen sollte. stop. Ich bin also gestoppt. The other dog stops. Der andere Hund hat gestoppt. Open with the key. Habe den Schlüssel geöffnet. I go everywhere I need to go. Bin überall hingegangen, wo ich hingehen musste. And they both are behind me. Beide sind hinter mir. Beide Hunde. And when it's done, Und als alles vorbei war, then I wait for first one to leave. habe ich darauf gewartet, dass der Erste mich And I verlassen go hat. out. Dann bin ich hinausgegangen. And I wait for second one. Dann habe ich auf den Zweiten gewartet. And I close the door. Die Tür geschlossen. And there were several rooms where gold was at different stages of refinement. Ja, da gab es mehrere Räume, wo das verschiedenes Gold in unterschiedlichen Stadien der Veredelung aufbewahrt wurde. Never in my life did I see as much gold. Ich habe niemals im Leben so viel Gold gesehen. The last room was about this size Der letzte Raum war ungefähr so groß wie hier, with 7 scales. mit 17 so Leitern. Seven. Wagen. Sieben. Wagen. Ja, sieben Wagen. No. Nee. Scale. Ja, Leitern. Waage. Wagen. Yes. Wagen, ja. And if I just touched it, Wenn ich sie nur berührt habe, the alarm would come because the scale would move. dann würde der Alarm angehen, weil die Waage sich leicht bewegt hat. But one dog is ahead of me, the other is behind me. Aber ein Hund ist vor mir, einer ist hinter mir. And as I was walking, it started with rough refined until 24 karat gold. Also es fing mit ganz rau veredeltem Gold an, bis dann zum 24 Karat Gold. And few times I said to myself, if I can take just one chunk, because they were not nicely arranged. They were the way they came out of refining. Also ich habe mir ab und zu mal gedacht, wenn ich nur so ein Stück mitnehmen konnte, die waren jetzt nicht besonders nett schon zurecht gemacht, die sind so direkt aus der Veredelungsanlage rausgekommen. Put it in my case Wenn ich es in meine Tasche hineingesteckt hätte and go somewhere, und irgendwo hinausgegangen wäre, I can live on my life on it. dann hätte ich den Rest meines Lebens ausgesorgt gehabt. Pure gold. Reines Gold. But dogs were there. Aber da waren halt die Hunde. And then when I go out, Als ich hinausgegangen bin, again, dann das gleiche Spiel von vorne. Closes, and my blood pressure goes down. Und dann hat sich die Tür, also die Wand gesenkt und mein Blutdruck ist wieder 3 runtergegangen. times per night. 3-mal in der Nacht. You remember the verse in Scripture which says, above all that you, what is it? Guard your heart, because in it is the springs of life. Ich erinnerte mich an den Bibelvers, der sagt, über alles behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Nothing is worth more than my life, Nichts ist mehr wert als mein Leben. than my reputation. Das ist mein Ruf. They paid me well. Sie haben mich gut bezahlt. Our marriage went well. Unsere Ehe ist ganz gut verlaufen. It survived her kitchen. Es hat ihre Küche überlebt. There is one thing that I would suggest to you Es gibt eine Sache, die ich euch vorschlagen würde, when you marry. wenn ihr heiratet. Make apple onion surprise. Macht Apfel-Zwiebel-Überraschungen. You don't need more explanation. Ihr braucht jetzt keine weiteren Erklärungen. It was a recipe Es war ein Rezept. in a respectable book. In einem ganz respektablen Book. And I come for lunch.
Und ich kam zum Essen. and she looks at me, Sie schaut mich an. and my nose is twisting. Meine Nase hat sich so ein bisschen bewegt. She says, I don't know if you will like this. Und sie sagte, ich weiß nicht ganz genau, ob du das mögen wirst. I said, well, I don't know. Let's try it. Ich habe gesagt, ich weiß ja auch nicht, lass uns mal versuchen. I took a bite, Ich habe hineingebissen. and I was soldier, Ich war ein Soldat. and I swallowed it. Ich habe es runtergeschluckt. She couldn't. Ich konnte es nicht. I said, get dressed. Und ich habe gesagt, zieh dich an. We sat in the car. Wir sind ins Auto gegangen. No time we were in Geneva and eating right food. Wir haben schnell in Genf gewesen, haben gutes Essen gegessen. And we still talk about this. Wir reden noch heute davon. You don't need explanation how it tasted. Wir brauchen keine weitere Erklärung, wie das geschmeckt hat. But believe it or not, it is through these kind of experiences that love grows. Ob ihr es glaubt oder nicht, durch solche Erfahrungen wächst eigentlich die Liebe. Love grows when you love in spite, not because. Liebe wächst, wenn man trotzdem liebt, nicht wegen oder weil das was. Because if she wins your love, Wenn sie deine Liebe gewinnt, that's easy. das ist einfach. But if you love in spite of apple and onion, Aber wenn du sie liebst, trotz Apfel und Zwiebel, that goes beyond normal. dann geht das über das Normale hinaus. Which means you're not normal anymore. Das heißt, du bist dann nicht mehr normal. But that's okay. Aber das ist okay. Love grows. Liebe wächst And you grow and she grows with you. und du wächst und sie wächst mit dir. There is no one that can replace you Es gibt niemanden, der dich ersetzen kann, because you have changed your mentality. denn du hast deine Mentalität geändert. You are a different person. Du bist eine andere Person. And this is when children should come. Und das ist der Zeitpunkt, wo Kinder kommen sollten. I'm the youngest male in the family. I have a younger sister. Ich bin der jüngste männliche Person in meiner Familie. Ich habe noch einige jüngere Schwestern. And there were 8 sons and 3 daughters. Es gab insgesamt 8 Söhne und 3 Töchter. Several of them died. Einige von ihnen sind gestorben. But the oldest living, after my father was killed when I was only 2, Der Älteste, der noch gelebt hat, als mein Vater gestorben war, als ich 2 Jahre alt war, acted as a father. der hat dann quasi wie ein Vater für uns gehandelt. So I went to Cologne, Ich bin nach Cologne gegangen, come back, bin zurückgekommen, visit them. habe sie besucht. He says, you need to get married. He said it. Und er hat mir gesagt, du musst jetzt heiraten. I said, I know that. Ich habe gesagt, das weiß ich auch. Do you need any suggestions? Brauchst du vielleicht irgendwelche Vorschläge? I said, no. Ich sagte, nein. Do you know what you're going to do? Du weißt genau, was du tun wirst? I said, Ich yes. sagte, ja. What are you going to do? Und er hat mich gefragt, was wirst du tun? I'll get married. Und ich habe gesagt, ich werde heiraten. Yeah, but do you know who you're going to get married? Aber weißt du, wen du heiraten willst? I said, yes. Ich habe gesagt, ja. That's her name. Wie ist ihr Name? I don't know. Ich weiß es noch nicht. So what do you mean you know who you're going to marry? Also was meinst du damit, du weißt genau, wen du I heiraten said, möchtest? I'll know who to marry when I feel and when I know and when she convinces me that she's the right person. Ich weiß genau, wen ich heiraten möchte, nämlich dann, wenn ich das fühle und auch überzeugt bin und sie mich davon überzeugt, dass sie die richtige Person ist. That's never going to happen. Und er meinte, das wird niemals passieren. I said, never say never. Und ich habe gesagt, sag niemals nie. So, we finally got married. Wir haben dann geheiratet. She knew no word in Croatian, Sie kannte kein einziges kroatisches Wort. not to talk Ukrainian. Und mal ganz abgesehen von Ukrainisch. And here she comes. All of my brothers and sisters-in-law are shorter than I am. Und hier kamen alle meine Brüder und Schwestern und Schwägerinnen sind noch kleiner als ich. And she was as tall as I am. Und sie war so groß wie ich.
taller than some of my brothers. Größer als einige meiner Brüder. And we all meet at our oldest brother's home. Wir haben uns alle im Haus meines ältesten Bruders getroffen. And there is a big meal prepared. Es gab ein großes Essen, das vorbereitet war. And we sing. Und wir haben gesungen. We harmonize. Wir haben harmonisiert. And we know many songs by heart. Und wir kannten viele Lieder auswendig. We always start with Ukrainian songs. Wir haben immer mit ukrainischen Liedern angefangen. Beautiful songs. Wunderschöne Lieder. For example? Just one. I'm not now in my Ukrainian mode. Let me see. Ich bin gerade nicht in meinem ukrainischen... Let me see if someone would come. Lasst mich nachdenken, ob mir eins ins Gedächtnis kommt. This is a marriage song Ein Hochzeitslied. comparing the young lady to a female dove. Wo eine junge Frau mit einer weiblichen Taube verglichen wird. Keď holubica lecela, keď holubica lecela, drobný pírečka trácela. It says that when the dove was flying, she was leaving the feathers. Es sagt, wenn die Taube geflogen ist, hat sie so die Federn zurückgelassen. Thinking that she would probably know how to come back. Und indem sie gedacht hat, dass sie wahrscheinlich wieder zurückfinden würde. That's the second stanza. Das ist der zweite Vers. And then third stanza. Und in der dritten Strophe A storm came. kommt der Stein. And she knew all those Das ist der Sturm. Entschuldigung. all those feathers have been scattered all over the place. Und sie wusste, all diese Federn sind überall verstreut. And she was happy Und sie war so froh. because she doesn't want to go home anymore. Denn sie möchte jetzt nicht mehr nach Hause gehen. She found her home. Sie hat ihr Heim gefunden. Because time comes when only husband and wife count, and where we outgrow our mother and father. Es kommt die Zeit, wo es nur noch darauf ankommt, auf Ehemann und Ehefrau und wo wir sozusagen uns von Vater und Mutter sozusagen dem entwachsen. And that must happen. Und das muss geschehen. Because we were married for 2 years. Wir waren 2 Jahre lang verheiratet. And we went to Geneva. Wir sind nach Genf gegangen. And we passed by a store with baby clothes. Wir sind an einem Laden mit Babysachen vorbeigekommen. She says, let's go and see this. Und sie hat gesagt, lass uns da hineingehen und das mal anschauen. I said, oh no. Und ich sagte, oh nein. And isn't this beautiful? And isn't this beautiful? Oh, ist das nicht And this wunderbar? Es ist doch so beautiful? schön hier. Guck mal. And so on. And Und so weiter. she wanted to buy some things already. Und sie wollte schon manche Sachen kaufen. I said, but you don't know Aber whether we are going to have boy or girl. ich sagte, du weißt ja nicht mal, ob wir einen Jungen oder ein Mädchen haben werden. Well, she decided to buy girl baby clothes. Also sie hat sich entschieden, Sachen für ein Mädchen zu kaufen. And we had 2 sons. Also hatten wir 2 Jungen. So she gave it as a gift to somebody else. Sie hat es dann als Geschenk weitergegeben. But that's when she became mother. Aber das war der Moment, als sie Mutter wurde. Not when she became pregnant. Nicht als sie schwanger wurde. You remember yesterday I said, you become husband when all of a sudden you don't need 2 billion women around the world, you need 1. Erinnert euch, ihr werdet Ehemann, wenn ihr nicht mehr 2 Milliarden Frauen braucht, sondern nur noch eine. You become parent Man wird Elternteil, when you want to take care of someone, wenn du dich um jemanden kümmern to möchtest. be responsible for someone. Verantwortlich zu sein für jemanden.
And but my brother wanted us to do immediately in order to seal the marriage. You know? Mein Bruder wollte, dass es sofort geschieht, damit die Ehe versiegelt wird. Husband and wife is a frame of mind. Ehemann und Ehefrau, das ist so ein Denkrahmen sozusagen. Being father or mother, that's another frame of mind. Vater und Mutter zu sein, ist eine andere Perspektive nochmal des Denkens. Being one flesh doesn't mean that you're identical, Ein Fleisch zu sein bedeutet nicht identisch zu sein, but that means that you are growing together. aber dass man gemeinsam wächst. There is a little saying in English, Es gibt im Englischen so eine Redewendung: grow old with me, the best is yet to be. Werde alt mit mir, das Beste liegt noch vor uns. And you can say that until you're 90, Das kann man noch sagen, wenn man 90 geworden ist, until you have a voice, solange bis man noch eine Stimme hat, solange man eine Stimme hat. because when you're well married, Denn wenn du glücklich verheiratet bist, future is still better than present. dann ist die Zukunft immer noch besser als die Gegenwart. In spite of arthritis, Trotz aller Arthritis, in spite if half of a brain is evaporated, egal ob die Hälfte des Gehirns bereits verschwunden ist, but together is home. aber gemeinsam zu sein, das ist das Heim. That's when one flesh happens. Das ist eigentlich, was ein Fleisch bedeutet, wenn das passiert. You continue nurturing each other. Man wird weiter sich gegenseitig für sich sorgen und sich sich umeinander kümmern. Sich pflegen, sich gegenseitig pflegen, And you are nurtured in return. Und das kommt auch dir selbst dann zugute. You never take anybody for granted. Man nimmt dann nichts für selbstverständlich. And you buy flowers to your wife every Friday. Und du kaufst jeden Freitag für deine Frau Blumen. And I look at ladies and several of them have very big smiles. Und ich schaue die Frauen an und einige And haben it's not expensive. sehr großes Lächeln auf den Lippen. Das ist nicht teuer. No, it's not expensive. I went to a store with my wife Ich bin mit meiner Frau in einen Laden gegangen. and we had a cart Wir hatten eine Karte. and our older boy was sitting facing my wife. You know how there are Yeah. seats in a cart. Und mein ältester Sohn, der saß so in so einem diesem Einkaufswagen und hat meiner Frau ins Gesicht geschaut. So we go through rows and we choose what we want to buy. Wir sind so durch den Laden gegangen, an den Regalen vorbei, haben uns entschieden, was wir kaufen wollten. And all of a sudden we see the neighbor Und plötzlich sehen wir den Nachbarn with her boy. mit ihrem Sohn. And the ladies talk Die Frauen haben angefangen zu reden and my son listens. und mein Sohn hat zugehört. The husband of that neighbor left. Der Ehemann dieser Nachbarin hatte sie verlassen gehabt. Left him and left wife and so on. Hatte das Kind verlassen und hatte auch die Ehefrau verlassen. And we didn't think that Andre understands. Und wir haben nicht geglaubt, dass André das verstehen würde. And the lady started crying. Die Frau hat angefangen zu weinen. So they went with the cart and I stayed with Andre alone. Wir sind dann weitergegangen und ich bin nicht zurückgeblieben. And about half hour later, Brenda returns. Nach einer halben Stunde ist Brenda zurückgekommen. And as we continued, when Brenda returned, Und als Brenda zurückgekommen ist, haben wir weiter darüber gesprochen. my son was very serious. Da ist mein Sohn sehr ernst geworden.
And he asked my wife, Er hat meine Frau gefragt, where is Mark's father? wo ist der Vater von Mark? She says, he went big bye-bye. Er hat sich verabschiedet, großes Bye-bye gemacht. Will he ever come home? Wird er jemals zurückkommen? We were quiet and then she says, Wir waren ruhig und dann hat sie gesagt, probably never. wahrscheinlich niemals. Then he looks at me. Dann hat er mich angeschaut. Are you going to go big bye-bye? Willst du auch mal Big Bye-Bye machen? I said, never. Und ich habe gesagt, niemals. Then he raised his hands. Dann hat er seine Hände hochgehoben. Don't you cry. Und jetzt fängt er an zu weinen. And he hugged me tight for a long time. Und hat er mich ganz fest an sich gedrückt. You can never make that happen. Sowas kann man, Otherwise, but by faithfulness and deep love. man kann so etwas nicht anders herbeiführen als durch Treue und tiefe Liebe. Don't even think of giving up. Denk nicht einmal darüber nach, aufzugeben. You have been changed into being husband. Du bist verwandelt worden, Ehemann zu sein. You cannot now become single again. Jetzt kannst du nicht wieder Single werden. If you have to do that because one dies or because somebody leaves you, Also wenn das von dir gefordert wird, weil jemand stirbt oder jemand dich verlässt, it's not time to kill yourself. dann ist es nicht die Zeit, sich selbst umzubringen. There is life beyond. Es gibt ein Leben danach. You're not going to be innocent as you were first time when you married, Du bist dann nicht mehr so unschuldig, als wie du das erste Mal geheiratet hast. but you're more mature Du bist dann erwachsen and you're wiser und weiser. and you will know how to relate to issues. Und du weißt, wie du dich dann bestimmten Situationen gegenüber verhalten sollst. You know, and I have seen plenty of second and third marriages that were happy. Ich habe viele Ehen gesehen, also zweite und dritte Ehen, die sehr glücklich gewesen sind. Because God is creative God. Denn Gott ist ein schöpferischer Gott. He can create from nothing. Er kann aus dem Nichts schöpfen. Even if your inner innocence is totally destroyed, God can make you innocent. Selbst wenn deine innere Unschuld völlig zerstört ist, kann Gott dich erneut unschuldig machen. This is why God invented marriage. Deswegen hat Gott die Ehe erfunden. All right, let's take a break, about 10, 15 minutes. Lasst uns eine 10- bis 15-minütige Pause machen. Ich wollte noch eine Frage stellen. Question before? Yes? Ja. Mich würde interessieren, was, ich sage nur Deutsch, ja? Ja. Mich würde interessieren, was Bruder Kisch sagt, warum so viele Ehen heute scheitern. Weil ich erlebe immer mehr Jugendliche, die auch heute sagen, ich traue mich kaum noch, eine Ehe einzugehen. Ja? Ich lebe dann nur halt mit der Person zusammen. Ich sehe nur noch gescheiterte Ehen um mich herum. Das Problem ist auch, dass das ja nicht nur außerhalb der Adventgemeinde der Gläubigen passiert, sondern auch innerhalb unserer Adventgemeinde. Das ist ein riesengroßes Dilemma. Mich würde interessieren, was Bruder Kisch meint, was die Ursache ist. What's the reason why so many marriages are breaking apart? Not only in the world, but also in our church. And many young people are looking and they only see, broken marriages, and they say, why should I get even married? Because, wherever I look, it's just broken. What's the reason behind that? First, very simple answer Die erste sehr einfache Antwort is because evil is at least 90% and good is only 10% in the world. dass in der Welt das Böse mit 90% gegenüber dem Guten mit 10% deutlich stärker schlägt. That's not helpful answer. Das ist natürlich keine hilfreiche Antwort. But yes, Ja. getting married is a risk. Verheiratet zu sein oder zu heiraten ist ein Risiko. But if somebody is committed Christian Wenn jemand ein wirklich hingegebener Christ ist and you have given a time und man Zeit gegeben hat and you have not become too involved to be ready to pull out until you have heard and seen
much of your friend who they are. Sehr, sehr gerne. In other words, take time to know that person thoroughly. Also nimm dir Zeit, wirklich die andere Person gründlich kennenzulernen. Sei nicht bereit, zu früh dich von ihr zu entziehen, bevor du wirklich sie gut kennengelernt hast. Another good thing is, I don't know how it's in Germany, but Eine andere gute Sache, ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland take ist, aber time to observe the person. nimm dir Zeit, die Person zu beobachten. Don't fall in love. Fall nicht einfach, verlieb dich nicht einfach. Listen to people who know them. Höre Menschen zu, die die andere Person gut kennen. Don't let yourself be convinced that this is person for you. Sei nicht zu schnell davon überzeugt und überzeuge dich selbst davon, dass das die richtige Person für dich ist. No one knows. Niemand weiß das. Not your mother, not your father, not your pastor, Weder deine Mutter, noch dein Vater, noch dein Pastor. not General Conference President. Nicht mal der Generalkonferenzpräsident. You must feel it. Du musst es selbst fühlen. You must feel that in presence of that person you have a freedom to develop. Du musst das Gefühl haben, dass in der Gegenwart dieser Person du doch die Freiheit hast, dich zu entwickeln. That you are accepted, Dass du akzeptiert bist, that he wants you, dass er dich möchte, even if every day is apple and onion surprise. selbst wenn jeden Tag es nur eine Überraschung mit Äpfeln und Zwiebeln gibt. A lot of prayer. Viel Gebet. I wish I could have a penicillin for you, Ich wünschte, ich hätte Penicillin für euch, so that you cannot fail. so dass ihr auf jeden Fall nicht scheitern könnt. But don't let you be discouraged by failure of other people. Aber lass dich nicht von dem Versagen anderer Menschen entmutigen. And divorce is never a solution to anything. Eine Scheidung ist niemals die Lösung für irgendwas. You know that. On the other hand, Auf der anderen you Seite don't want to be slave. möchtest du auch kein Sklave sein. I wish there were some kind of X-ray machine that would show the picture of you and him, of the way you think and the way your emotions are, and see whether you're compatible. Ich wünschte, es gäbe so eine Art Röntgenmaschine, die zeigt, was in dir ist und was in ihm ist, sodass man wissen kann, ob ihr überhaupt zusammenpasst. But listen to advice. Aber höre dir guten Ratschlag an. Speak with people who know him or her. Rede mit Menschen, die sie oder ihn gut kennen. But I have to admit that life now is much more complex than before. Aber ich muss auch zugeben, dass das Leben heute noch komplexer ist, viel mehr komplexer als früher. Any other questions? Gibt es noch andere Fragen? Don't ask your questions. Ask a question that somebody else has. Frag nicht deine Fragen, sondern frag die Fragen, die jemand anders hat. No? No. Okay. All right, but let's take some break. Okay, lass uns eine Pause I'll be machen. back. 15 Minuten, you said? 15 Minuten Pause. We all have cell phones. Wir alle haben ein Handy. Some have old ones and some of you have new ones. Einige haben ein altes oder manche auch ein neues. But you know what? Wisst ihr was? Pastors hate these new ones. Die Pastoren hassen diese neuen. They say they bother us overnight. We receive messages and it wakes us up. Denn sie stören uns nachts, wenn wir dann Nachrichten bekommen und wir wachen auf. I spoke to Indiana pastors about 3 weeks ago. Indiana. Yes. Ich habe in Indiana zu Pastoren vor 3 Wochen gesprochen And my cell phone rang und mein Handy ist angegangen and I
listened to it, and I spoke with Brenda. Und ich bin rangegangen, habe mit Brenda gesprochen. And they came and they said, "Let us see it." And we showed him. Und ich habe gesagt, lass uns das sehen. Where did you buy that? I said, but you had it about 15 years ago or 10 years ago. Und dann haben wir gesagt, wow, was ist das denn her? Das ist ja seit 15 Jahren alt. Oder so. But they can only leave messages, huh? I said, yes. But they cannot send emails to you. I said, no, it has to be. It goes through my secretary. All my emails go through my Also alle secretary. meine E-Mails gehen durch werden von meinem Sekretär bearbeitet und da brauche ich das nicht auf dem Handy. But you see, there is another dimension of human beings. Let me stand here. Es gibt eine andere Dimension für menschliche Wesen, That I want to focus on. auf die ich mich jetzt konzentrieren möchte. In Genesis chapter 3, In 1. Mose Kapitel 3 and verse 9, Vers 9. verse 9. Let's start with verse 8. Vielleicht fangen wir mit Vers 8 an. Go ahead. 8 and 8 and 9. 9. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? And verse 10. 10. Da sprach er, und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Question, where are you, makes sense if you are a person that has self-consciousness and if you are talking to somebody who has self-consciousness. Also die Frage, wo bist du, macht nur dann Sinn, wenn du eine Person bist, die ein Selbstbewusstsein hat oder selbst sich bewusst ist und zu einer Person redest, die auch so ein Bewusstsein von sich selbst hat. Because as a self-conscious person you are, Denn als Person, die sich ihrer selbst bewusst ist, you know who you are, weißt du ja, wer du bist, you know where you du are, weißt, wo du bist and you know where you're going. und du weißt, wo du hingehst. When you come to 80s and 90s, some of those things are going to evaporate. Wenn man dann so 80 und 90 Jahre alt wird, dann ist das manchmal nicht mehr so klar. But so Brenda one day calls me, Eines Tages hat Brenda mich gerufen. and I took my cell phone, Sie hat angerufen, ich habe mein Handy and the genommen. first thing she asked is, "Where are you?" Und die erste Frage, die sie gestellt hat, war, wo bist du? And I said, "Here." Und ich sagte, hier. Where here? Wo hier? I said, "There is only one here for me, Und ich sagte, es gibt nur ein Hier für mich. and there is a here for you." Und es gibt ein Hier für dich. And I said, "You see the problem with science and with technology? Seht ihr das? Und siehst du das Problem mit der Wissenschaft und der Technologie? There was this blessed time Es gab diese wunderbare when gesegnete our Zeit, telephones were attached to the wall, als die Telefone noch an der Wand hingen. and people call, Und Menschen haben angerufen and you answer, und du hast geantwortet. and only stupid people would say, 'Where are you?' Und nur dumme Menschen hätten gefragt, wo bist du? But now we have become stupid if we do not answer. Aber jetzt sind wir dumm, wenn wir nicht antworten. And they can call us when we are in very private places. Und sie können uns anrufen, wenn wir in äußerst privaten And you Umständen dran simply sind. do not answer. Oder in Orten, wo wir sehr privat sind und du antwortest einfach nicht. God calls Adam Gott ruft Adam and asks, "Where are you?" und fragt, wo bist du? I think God asked him a little bit late. Ich glaube, Gott hat ihn etwas spät gefragt. Sometimes I said, if I'm God, I would have been different.
Manchmal denke ich, wenn ich Gott gewesen wäre, dann wäre ich anders, hätte ich das anders gemacht. Why didn't he ask them when Adam and Eve were walking towards the garden, towards the tree of knowledge of good and evil? Warum hat er sie nicht gefragt, als sie sich auf den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zubewegt haben? Where are you? Where are you going? Wo bist du? Wo gehst du hin? He asked him now, after. Er fragt ihn jetzt danach. Well, the reason is that God told them Der Grund ist, Gott hat es ihnen ja gesagt, that of this tree you are not going to eat. dass sie von diesem Baum nicht essen sollten. Ellen White says that there was an angel guarding the tree. Ellen White sagt, es gab einen Engel, der den Baum bewacht hat. But you see, we as human creatures, or human beings, we have some wonderful qualities. Aber als menschliche Wesen, seht ihr, haben wir einige wunderbare Qualitäten. We had a horse Wir hatten ein Pferd, when I was a boy. als ich ein Junge war. When I was a boy, and he was very smart. The horse. Yes, Ah, I wasn't. He was. Das Pferd war äußerst klug. He knew exactly where we are going. Er wusste genau, wo wir mal hin wollten. Coming out of our place, Dort, wo wir gewohnt haben, hinausgegangen sind. we could come out south, Wir konnten nach Süden gehen. and then we could go to north, or or west. West. That's how the roads went. Und man hätte noch nach Westen gehen können. So waren die Straßen angelegt. That's if we go on a back gate. On a front gate, then we go north and east. Also das bezog sich darauf, wenn man aus der Hintertür, aus dem Hintertor hinausging. Wenn man vorne hinausfuhr, dann ging es entweder nach Norden oder nach Osten. And we had our land in those directions. Und unser Land war auch in jene Himmelsrichtung gelegen. And how he recognized where our land is, I have no idea, but he just stops. Aber wo unser Land, wie er gewusst hat, wo unser Land ist, wusste ich nicht, kann ich nicht sagen, aber er hat genau dort gestoppt. He had another problem. Er hatte ein anderes Problem, Competition. und zwar Wettbewerb. If he saw horse and cart ahead of him, Wenn er ein anderes Pferd gesehen hat mit einer Kutsche, you cannot stop him. dann konnte man ihn nicht stoppen. He was running until we passed them, Es ist gelaufen, bis wir das andere Pferd then he passiert sind, goes slowly. und dann ist er langsamer gegangen. If he is hot, Aber wenn es ihm heiß wurde, there were trees along the road. da gab es Bäume entlang der Straße, All of a sudden, und ganz he plötzlich, stops and parks himself. dann hat er angehalten und sich selbst eingeparkt. And we tried sometimes to hit him or something. He would just shake, but he has made his decision. Und wir haben ihn dann versucht, vielleicht ein bisschen sanft wieder zum Laufen zu bringen, durch ein paar Schläge. Aber er hat seine Meinung dann schon fest zementiert und wollte sich nicht bewegen. When it's very hot Wenn es sehr heiß war and when he is hungry, und er hungrig war, oder das Pferd hungrig war, there is something beside another cart ahead of us dann that would make him run. gab es etwas, was ihn wieder zum Laufen gebracht hätte, neben der vor uns fahrenden Kutsche. It's singing. Und zwar singen. Singing. And we in our family all know how to harmonize. Und in unserer Familie wussten wir ganz genau, wie man harmonisch singt. So we sing. Also haben wir gesungen. And he just sends his ears back Und er hat dann seine Ohren so angelegt and he goes fast. und er ist schnell gelaufen. I many times wondered whether he had self-consciousness. Ich habe mich oft gefragt, ob er sich seiner selbst bewusst gewesen ist. Because to know exactly where to turn and when to stop, Denn genau zu wissen, wo man abbiegt und wo man stehen bleibt. so he must know where he is and where he is not. Also er muss ja genau gewusst haben, das Pferd muss genau gewusst haben, wo es sich befand und wo es nicht war. And when he sees another horse in front of him, Und als es ein anderes Pferd gesehen hat,
He must know that he is behind. Dann muss es realisiert haben, ich bin zurück, ich liege zurück. But I don't know if he had self-consciousness. I really don't think so. But Ich weiß nicht, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass er sich seiner selbst bewusst gewesen ist. you know that you exist. Du weißt, dass du existierst. You know who you are. Du weißt, wer du bist. You know where you are. Du weißt, wo du bist. You know what you're not. Du weißt, was du nicht bist. But the question is, Die Frage ist, are we always here? die Frage ist, sind wir immer hier? On freeways Auf den in America, auf den amerikanischen Freeways. there is now only German Raststätte. Ja, da gibt es There is area where you stop. diese Raststätten, wo man anhalten kann. And there is a map Da gibt es eine Karte of Michigan. von Michigan zum Beispiel. And if you go on a freeway, Und wenn man auf dem Freeway unterwegs ist, there is an arrow gibt es einen Pfeil that says you're here. und da steht dann, hier bist du. And then you can measure how far you are to get where you're going. Und dann kann man abschätzen und messen, wie weit man noch von seinem Ziel entfernt ist. This is very helpful. Das ist äußerst hilfreich. Life of human beings Das Leben von Menschen has a goal. hat ein Ziel. We don't walk in circle. Wir laufen ja nicht im Kreis. If we walk in circle, we don't need self-consciousness. Wenn wir nur im Kreis laufen, dann brauchen wir auch kein Bewusstsein unseres Selbst. We never arrive though. Dann kommen wir auch nie an. When you walk in circle, there is no goal. Wenn du im Kreis läufst, gibt es kein Ziel. There is no end. Es ist kein Ende. Simson had a problem. hat ein Problem. He ran. Er ist gelaufen. He ran like crazy. Er ist vollkommen verrückt gelaufen, wie ein Verrückter. From one violent act to another. Von einem gewalttätigen Akt zum anderen. From one prostitute to another. Von einer Prostituierten zu der nächsten. Until he arrived where he did not want to be. Bis er dort angekommen war, wo er gar nicht sein wollte. And Samson teaches us that it is very, very important that we analyze where we are and where we are going. Und die Geschichte von Simson lehrt uns, dass es sehr wichtig ist, dass wir analysieren, wo wir uns befinden und auf welchem Weg wir sind, wo wir hingehen. And be ready to stop. Und sei bereit zu stoppen. And be ready to ask the questions. Und sei bereit, diese Fragen zu stellen. And be ready to make decisions and changes. Sei bereit, Entscheidungen zu fällen und Änderungen vorzunehmen. Prodigal son, Der verlorene Sohn, run. der ist auch gelaufen. And enjoyed the pleasure of freedom. Und hat das Vergnügen und die Freude der Freiheit genossen. But he didn't realize that money doesn't grow on trees. Aber er hat nicht realisiert, dass das Geld nicht an Bäumen wächst. Until he found himself in a company of pigs. Bis er sich in der Gemeinschaft der Schweine wiedergefunden hat. And then there is this expression Und dann gibt es diesen Ausdruck in scripture. in der Bibel. There are many philosophical statements in scripture. Es gibt in der Bibel viele philosophische Aussagen. There is this one sentence. Dieser eine Satz. Until he came to himself. Als er zu sich kam. How do you come to yourself? Wie kommst du zu dir selbst? It's not geographic walking. Das ist keine geografische Wanderung. It's all of the sudden to have, as French say, prise de conscience. Ja, dann gibt es so einen französischen Ausdruck, wo dasselbe ausdrückt. When you realize
You become conscious Wenn du realisierst, wenn du dir dessen bewusst bist, of who you are and where you are. wer du bist und wo du bist. He came to himself. Er kam zu sich selbst, der verlorene He Sohn. found himself Er hat sich selbst gefunden on the great map of life, auf der großen Karte des Lebens. and he decided to come back. Und er hat sich entschieden, zurückzukehren. Samson, Simson, he went far. er ist weit gegangen. He went too far. Er ist zu weit gegangen. He did not want to be honest with himself. Er wollte nicht ehrlich gegenüber sich selbst sein. He went from one obsession to another. Er ist von einer Obsession zur nächsten gegangen. But there is a good news Aber es gibt die about gute Nachricht Samson. von Samson His oder für life, Samson. his life does end tragically. Sein Leben endete tragisch. But I asked my pastoral students, Aber ich habe meine Theologiestudenten gefragt, die angehenden Prediger. I said that the parents of Samson are members of your church. Stell dir vor, die Eltern von Simson sind Gemeindeglieder deiner Gemeinde. And you know his lifestyle. Und du kennst seinen Lebensstil. And you know he's running around. Und du weißt, wie er so umherläuft. And you remember how he ended up. Und ihr erinnert euch auch, wie es mit ihm ausging. Philistines caught him, Die Philister haben ihn gefangen. and the woman has tricked him, Die Frau hat ihn betrogen. so he was shaven, Er ist rasiert worden. and he lost his power. Und er hat seine Kraft verloren. They tied him up, Die haben ihn gefesselt. so he danced in Und front of the princes and rich people, so musste er vor den ganzen Fürsten und reichen Menschen tanzen. and then committed suicide. Und dann hat er Suizid begangen. So I asked my theology students, Ich habe also meine Theologiestudenten gefragt. your first visit to his parents, Euer erster Besuch bei seinen Eltern. what would you talk to them about? Worüber würdest du mit ihnen reden? Knowing the Bible, Du kennst die Bibel. you are a pastor today, Du bist ein Pastor heute. and somebody a young man or young lady commits suicide. Ein junger Mann, eine junge Frau begeht Selbstmord. You visit the family. Du besuchst die Familie. What can you tell them? Was kannst du ihnen sagen? Is there any hope for Gibt- somebody Gibt who es commits suicide? irgendwelche Hoffnung für jemanden, der Suizid begangen hat? Hmm? And the example of Samson gives us a proof of that. Das Beispiel von Simson gibt uns einen Beweis dafür. In Hebrews, In Hebräer he is mentioned among those who are heroes of faith. da wird er als einer der Glaubenshelden genannt. Apostle Paul says, and what shall we say about this and that and that and that? And Samson is mentioned. Und der Apostel Paulus sagt, die Zeit würde mir fehlen, wenn ich noch von all dem reden sollte, und erwähnt er einige und darunter auch Simson. God knows Gott weiß, when we are ready and when we have yearning. Gott weiß, wann wir bereit sind und wann wir dieses Verlangen haben. And he knew when is the best for every one of us to die. Gott weiß, wann es am besten für jeden von uns ist, zu sterben.
Looking from outside, we would never know. Von außen das zu betrachten, da könnten wir das niemals genau wissen. So the question, where are you, is very important. Also die Frage, wo bist du, ist sehr wichtig. Because Samson did not become as undisciplined right in the beginning. Denn Simson war ja nicht von Anfang an so undiszipliniert. He went from one extreme to another. Er ist von einem Extrem in das nächste gegangen. No one could stop him. Niemand konnte ihn stoppen. He did not want to stop. Aber er wollte auch gar nicht gestoppt werden. Adam and Eve Adam und Eva, were carefree, die waren sorglos, but also careless. aber auch sorglos, sorgenfrei. Ja, Yeah, sorgefrei. nein, it's a negative connotation, right? Yeah. Ja, etwas Well, it doesn't have to be negative. unbedarft, ja, haben sich, ja. They were curious. Sie waren neugierig. They did not sit down and say, let's go to the tree of knowledge of good and evil and let's try it just to see whether we are going to die. They didn't say that. Sie haben nicht gesagt, oh, lass uns einfach mal zum Baum gehen und vom Baum der Erkenntnis einfach essen, um zu sehen, ob wir wirklich sterben. Sie haben das nicht getan. Maybe they would have agreed, okay, you eat and I'm going to see what happens to you. Vielleicht hätten wir ja dann das Übereinstimmung getroffen, weil du isst mal und ich schaue, was dann passiert. Just to see how death looks. Nur mal zu sehen, um so anzuschauen, wie der Tod so aussieht. That's not how they were. So waren sie nicht. They were carefree. Sie waren sorglos, They were careless. aber auch, ja, Curiosity, discovery, beauty, smells, tastes, sounds, all new. also Entdeckungen, Neugier, Schönheiten, Gerüche, also Geschmack, Klänge, alles war neu. So, they were not checking where they are going. Sie haben nicht gecheckt, also sie haben nicht überprüft, wo sie hingehen. You and I are going somewhere now. Wir alle, du und ich, wir gehen irgendwo hin. We have some themes of thoughts that are private, nobody knows. Wir haben so ein paar Gedankengänge, die so privat sind, dass niemand sie kennt. And you know, one dangerous thing to say is, oh, I am not yet that far gone. Und eine besonders gefährliche Sache ist, wenn man sagt, ich bin in dieser Sache noch nicht so weit gegangen. Just a little bit of alcohol. Nur ein bisschen Alkohol. I have reasons because of digestion. Ich habe da meine Gründe, zum Beispiel wegen der Verdauung. Or just a little bit this, just a little bit that. Oder nur ein bisschen davon oder ein bisschen hiervon. But that's how it goes. Aber so geht es. So, stopping and looking at the map of our life and asking ourselves where I am Also man muss stoppen und auf die Karte des Lebens and schauen und where I'm fragen, going. wo bin ich und wo gehe ich hin? Where will I end if I continue in the same direction? Wo werde ich enden, wenn ich in derselben Richtung weitermache? So that's how they went So sind sie gegangen. until God asked them, where are you? Und dann hat Gott sie gefragt, wo bist du? So I wonder from time to time Manchmal frage ich mich so von Zeit zu Zeit, where I am. wo bin ich? There is a time and I don't have a schedule for it. Es gibt eine Zeit, und habe ich jetzt, okay, gut. There is a time when I take several hours to go through my inventory. Okay, es gibt eine Zeit, und die tue ich nicht speziell einplanen, aber dann nehme ich einige Stunden, um mal so Inventur zu machen. When I was watchmaker, Als ich Uhrmacher war, it became so that I did not have to look every time, or if I look, I didn't have to be consciously doing what I'm doing. da war das so, dass ich nicht jedes Mal ganz bewusst dabei sein musste bei dem, was ich gerade getan habe. I take watch apart
Ich habe die Uhr auseinandergenommen. I find what's problematic. Ich habe das Problem entdeckt. And I just look at it and half consciously I would take it apart, Und so im halben Bewusstsein habe ich das dann auseinandergenommen, put it in a machine, in clean it. die Maschine getan, gereinigt I know that I need to dry it, und dann ist getrocknet. and then I put oil in the places where they should go. Und dann habe ich ein bisschen Öl dahin getan, wo es hin musste. And before I am 100% conscious, Und bevor ich überhaupt mir dessen völlig bewusst war, I'm ready to close the watch. war ich schon wieder damit fertig, die Uhr zusammenzubauen und sie abzuschließen. But another problem happened, Ein anderes Problem ist passiert. is that when I became so used to do what I was doing, Als ich mittlerweile so sehr daran gewöhnt war, das zu tun, was ich tat, my thoughts were wandering. dann sind meine Gedanken so dahin gewandert. So I wrote in front of me, you know, I had a glass above me, in front of me, and on the side of me, so that the dust doesn't fall on my desk. Okay, ich hatte also vor mir, an den Seiten und über mir Glas, sodass auf meinen Schreibtisch kein Staub fallen konnte. So the door was there, Die Tür war dort and I had a piece of paper glued, und ich habe so ein Stück Papier angeklebt and I put a question: what are you thinking now? und die Frage darauf war, was denkst du gerade? Something like the map in Michigan. So ein bisschen wie die Karte dort in Michigan. This is where you are. Da bist du gerade. Do I want to continue with these thoughts? Möchtest du mit diesen Gedanken weitermachen? Because time comes Die Zeit kommt, where we develop habits wo wir Gewohnheiten entwickeln and we do the things automatically. und wir tun dann die Dinge automatisch. And doing things automatically, especially thinking automatically, we can end up where we don't want to. Und wenn man Dinge automatisch tut, vor allem wenn man automatisch denkt, dann kommt man irgendwo raus, wo man niemals sein wollte. It happened to me even when I was in college. Das ist mir passiert sogar, als ich im College war. I was driving a car from Cologne down to the village, Ich bin von Cologne mit dem Auto runter ins Tal gefahren, ins Dorf. and I was debating some theological issue in my mind. Und in meinem Kopf habe ich so ein theologisches Thema so debattiert. And I came into the yard of the apartment where we were, Und ich bin dann dort zum Vorgarten des Hauses gekommen, wo wir gewohnt sind. and when I pulled my handbrake, Und ich habe meine Handbremse gezogen. then I realized that I have arrived home. Und mir ist dann bewusst geworden, ich bin zu Hause angekommen. I don't know if I'm crazy, but I know where I am now. Und ich weiß nicht, ob ich verrückt bin, aber jetzt weiß ich, wo ich bin. I did get lost now there. You did get lost. Yeah. Ja, ich bin verloren Coming gegangen. here, Und I went that way. ich bin diesen Weg gegangen. Anyway, confession. Bekenntnis. Because what happens is that without this checking where we are, what we think, what we read, Denn ohne dieses Überprüfen, wo wir sind, was wir denken, was wir lesen, what we eat, was wir essen, all of those actions all diese Handlungen, need to be controlled from time to time. die müssen von Zeit zu Zeit kontrolliert werden. My father became chain smoker. Mein Vater war Kettenraucher geworden. He was not so in the beginning Am Anfang of der the marriage. Ehe war er nicht so gewesen. It could be that he married my wife because he loved her, Es könnte sein, dass er meine Mutter geheiratet hat, weil er sie liebte. and that he became Adventist because my grandfather said nobody is going to marry my
daughter who is not Seventh-day Adventist. Boom. Und es könnte sein, dass er Adventist geworden ist, weil mein Großvater gesagt hatte, also niemand heiratet meine Tochter, es sei denn, er ist 7-Tags-Adventist. Boom. So he became Seventh-day Adventist. Also wurde er 7-Tags-Adventist. But he had problem with alcohol and with smoke. Aber er hatte Probleme mit Alkohol und mit Tabak. And for years Und jahrelang he was fighting with it. hat er dagegen angekämpft. And for years my mother knew it. Und jahrelang hat es meine Mutter gewusst. I'm not going to go much in detail. Da werde ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. But whenever he came home, Aber wann immer er nach Hause kam, they kissed. haben sich geküsst. And if he drank, Und wenn er betrunken war, she would smell. dann hat es gerochen. Or if he smoked, Und wenn er geraucht hatte, she would smell. hat es auch gerochen. So he took with himself garlic. Also hat er dann Knoblauch mit sich genommen. And when he was going home, Und wenn er dann nach Hause kam, he took that and that killed every smell. und das hat dann jeden Geruch getötet. But my wife knew there was no garlic in the food that she gave him. Your mother. My mother. Und meine Mutter wusste, in dem Essen, das ich für ihn gemacht hatte, war kein Knoblauch. So she knew what was happening. Also wusste sie trotzdem, was passiert war. She knew where he was going. Sie wusste, in welche Richtung er geht. But you cannot stop him Aber man kann ihn ja nicht stoppen. because she asked him and he denies. Denn sie hat ihn gefragt und er hatte es verleugnet. So you have to be patient. Man muss also geduldig sein. And then the war started. Und dann hat der Krieg angefangen. And the war was just about to end. Und der Krieg war kurz davor, zu Ende zu gehen. And there was bombing of our village. Unser Dorf wurde, wurden Bomben abgeworfen. And my father was not in a war because I'm child number 10 and my sister was born after the war. Und mein Vater war nicht im Krieg, weil ich war das 10. Kind. Meine Schwester ist dann nach dem Krieg geboren worden. Noch. So he took care of the family and families around. Also er hat sich um unsere Familie gekümmert und auch um andere Familien, die so in der Nähe wohnen. And at the end of every day he had to go to the headquarters of the village and give report. Und jeden Tag musste er zum Hauptquartier des Dorfes gehen und einen Bericht abgeben. And that day he was told, do not go because bombing is going to start. Und an jenem Tag hat man ihm gesagt, gehe nicht, denn die Bomben werden gerade wieder abgeworfen. But he said, I cannot leave my wife pregnant with the 11th child. Und er hat gesagt, ich kann meine Frau nicht einfach I have so to lassen. go home. Sie ist jetzt schwanger mit dem 11. Kind, ich muss nach Hause gehen. And 3 houses before ours, Und 3 Häuser vor unserem Haus a grenade fell, ist eine Granate gefallen, exploded. explodiert. He dragged himself to the entrance, Er hat sich selbst noch bis zum Eingang so geschleppt shouted. und hat geschrien. We were in a cellar. You know what cellar is? Ja, wir waren in so einem Keller unten, so einem Bunker wahrscheinlich. And my mother heard, Meine Mutter hat es gehört. and the oldest son that was at home was 14. Der älteste Sohn, mein ältester Bruder war 14, der zu Hause war. They went, Die sind hinausgegangen, brought him in, haben ihn hineingebracht and he died. und er ist gestorben. So they had to undress him, Sie mussten ihn jetzt entkleiden. and my brother and 2 years younger brother than him, they were about 16 and 14, undressed him. Und meine beiden ältesten Brüder, der 16- und der 14-Jährige, die haben ihn dann entkleidet, Dressed him back in a new suit, haben ihn dann in einen neuen Anzug gesteckt, took him to the cemetery, haben ihn dann zum Friedhof gebracht buried him. und ihn begraben. Every night, 10 new, how do you say,
Graves were dug by men. Jede Nacht oder jeden Abend wurden 10 neue Gräber dort ausgegraben. So that was already dug. Und das war bereits fertig gegraben. And what was wonderful is that as they were going from home to the cemetery, Und was interessant war, als sie von unserem Haus zum Friedhof gegangen waren and as they were returning, und dann zurückkehrten, in plain sight, mit klarer Sicht, no one grenade came towards the village. gab es nicht eine einzige Granate, die auf unser Dorf niederging. But my mother suffered. Aber meine Mutter hat sehr gelitten. Not only that she is left now with so many children alone, Nicht nur, weil sie mit so vielen Kindern jetzt allein gelassen ist. and that fields are full of unexploded bombs, so you cannot even plant. Und die Felder sind voller nicht explodierter Bomben, man kann ja nicht mal was anpflanzen. She knew she lost her husband. Sie wusste, sie hat ihren Ehemann verloren. She was crying about that Und sie hat geweint. until September. Bis zum September. Then the older son needed a suit, clothing for work. Und dann hat der älteste Sohn Arbeitskleidung gebraucht. He had to do the things that my father did, Und er musste die Dinge tun, die mein Vater getan hat. work in the field. In den Feldern arbeiten. So Mama remembered the clothing in which my father died. Also hat sich meine Mutter daran erinnert, in welchen Sachen mein Vater gestorben war. But she didn't want to touch it, Aber sie wollte die nicht mal anrühren. and now she had to. Aber nun musste sie es. And as a good wife, Und als gute Ehefrau she went to all the pockets. ist sie durch alle Taschen durchgegangen. And she touched it here, and she felt a paper. Und sie hat es hier angefasst und hat dort ein Papierstück ertastet. She put her hand in the pocket, it was not there. Und sie hat dann in die Tasche hineingegriffen, aber es war dort nicht dort. So she realized it's in the lining. Es war also innen drin, im Stoff sozusagen. She puts a hand here, Sie hat dort hineingegriffen, sure enough there is a hole. da war ein Loch. She fishes that paper out. Und sie hat dieses Stück Papier herausgefischt. And in my father's handwriting, Und in der Handschrift meines Vaters there is a short prayer. war da ein kleines Gebet aufgeschrieben. Father, Vater, thank you for giving me victory over alcohol and smoking for 6 months. danke, dass du mir den Sieg über Alkohol und Nikotin für die letzten 6 Monate geschenkt hast. Take me when I'm the closest to you. Nimm mich, wenn ich dir am allernächsten bin. And my mother raised her hands up to heaven and said, thank you. Und meine Mutter hat ihre Arme zum Himmel gehoben und hat gesagt, danke, Herr. So we are orphan until we go to heaven. Wir sind jetzt Waisen, bis wir im Himmel sind. Where are you? Wo bist du? On the road to Egypt or road to Canaan? Auf der Straße nach Kanaan oder auf der Straße nach Ägypten? Closer to what? Wo bist du näher dran? Every day, Jeden Tag, every thought. jeden Gedanken. Salvation is a process. Erlösung ist ein Prozess. Process of our existence. Ein Prozess unserer Existenz. And to help us to go through this experience of salvation, Und damit wir diese Erfahrung der Erlösung haben, God has given us opportunity to know how to know where we are. da hat Gott uns die Gelegenheit gegeben, zu wissen, wo wir sind. I had a very good physician. Ich hatte einen sehr guten Arzt. He is now the head director of all area hospitals. Er ist jetzt der Chefarzt von allen Gebietskrankenhäusern. But he loved ethics.
Aber er liebte Ethik We spent more time with ethics than with me when I went to visit him. und wir haben mehr Zeit uns mit Ethik beschäftigt als mit mir, wenn ich bei ihm So in Sprechstunde war. he takes my blood pressure. Er hat also meinen Blutdruck untersucht He says, I don't like your numbers. und er sagte, ich finde ihre Werte eigentlich gar nicht gut. He shows me. Er hat sie mir gezeigt I said, there is nothing ugly about them. und er sagt, gar nicht, ich habe gesagt, es ist nichts Hässliches hier Why an don't denen. you like these numbers? Warum mögen Sie diese Werte nicht? If it's the question of numbers, Wenn es die Frage von Zahlen ist, we are friends. dann sind wir doch Freunde. Why don't you change numbers for me? Warum kannst du nicht einfach die Werte für mich ändern? He says, precisely because I like you, I'm not going to change it for you. You have to change it. Er sagte, genau weil ich sie mag, werde ich sie nicht ändern, sondern sie müssen sie für sich ändern. Self-conscious. Selbstbewusstsein. Knowing what my blood pressure is. Das Bewusstsein, was mein Blutdruck ist. Know what is the inventory of my thoughts. Was ist das Inventar? Also was geht an meinen Gedanken eigentlich vor sich? Ellen White says that we should ask ourselves question. What are my thoughts today? Ellen White sagt uns, wir sollten uns die Frage stellen, was sind heute meine Gedanken? Because thinking goes without much effort. Denn das Denken, das braucht nicht große Anstrengungen. No use of muscles. Man muss da keine Muskeln bewegen. And it comes very fast. Und es geht sehr schnell. And it switches very quickly. Und ganz schnell ändern sich auch die Gedanken. And all kinds of things trigger all kinds of memories. Und alle möglichen Dinge können Erinnerungen wieder hervorrufen. This is why there are standards of life in Christian religion. Deswegen gibt es in der christlichen Religion bestimmte Lebensstandards. And those standards are not negative. Und diese Standards sind nicht negativ. Thou shalt not. Du sollst nicht. It's not as dangerous as don't you do that. Das ist nicht so gefährlich wie, also wehe du tust das. It still gives you a choice. Es gibt uns immer noch eine Wahl. But God says don't do this. Gott sagt, du sollst nicht, tu das nicht. Watch the content of your thoughts. Beobachte und bewache den Inhalt deiner Gedanken. Because it starts with thoughts until it becomes action. Es fängt nämlich immer mit den Gedanken an und wird dann später zu Handlungen. I was in the military Ich war im Militär and I was a medic. und ich war dort als Sanitäter. And I was, when I was examined and when they decided what I'm going to do, Und als ich untersucht wurde und sie entschieden haben, wo sie mich verwenden würden, they first asked me, what do you do? What are you doing? How do you earn your living? und das Erste, was sie mich gefragt haben, war, was ist dein Beruf? Womit verdienst du dein Geld? And I said, I'm Uhrmacher. Und ich sagte, I'm watching. Good, good. I was waiting if you were going to translate. I paid you to translate every word. So, da haben wir es ja. And the officer says, what are we going to do with you? Und der Offizier hat gesagt, was werden wir denn mit Ihnen jetzt anstellen hier? Where do I put you? To what service do I put you? Und welchen Dienst können Sie denn versehen? I asked him, is that exclamation or question? Und ich habe dann gefragt, ist das jetzt ein Ausruf oder ist es eine Frage? No, question. Nein, eine Frage ist das. Do you think I have answer? Glauben Sie, ich habe eine Antwort? Well, let me hear it. Dann lassen Sie mich hören. I want to be medic. Ich möchte ein Sanitäter sein. Oh, he says, that's not bad. Und er sagte, oh, das ist nicht schlecht. Now, you know how to be careful. Ja, Sie wissen ja, wie man sich um Dinge kümmert. So I became a medic. Also wurde ich Sanitäter. And I had good life. Und ich hatte ein gutes Leben. I was working in a clinic. Ich habe in der Klinik gearbeitet. And my job was to distribute shots to officers' families. Spritzen. Ach, Spritzen. Injections. Ja, und ich musste also Spritzen verteilen an Offiziersfamilien. Which helped me for Sabbath. Was mir wegen dem Sabbat geholfen hat. They knew that I start at 2 o'clock in the afternoon on Friday.
Sie wussten, dass ich 14 Uhr am Freitag aufhören würde and that I'm done by sunset. und dass ich dann, you started? No, I stop. Stop, ja. Und, Yeah. I'm done at Yeah. sunset. ja, und ich bin, wenn die Sonne untergeht, dann ist alles vorbei. And that on Sabbath I start with sunset. Und am Sabbat starte ich dann mit dem Sonnenuntergang And then finish whenever I'm done. und höre auf, wann immer ich dann Because fertig I bin. was visiting homes. Denn ich habe Heime besucht And they were easy to adjust. und sie haben sich da also gerne auch darauf eingestellt. I had a captain, Ich hatte einen Chef, einen Captain, tall, großer Mann, very slim. sehr dünn. He spent 10 years in presidential honor guard. Er hat 10 Jahre lang in der Ehrengarde des Präsidenten verbracht. From Montenegro. Und zwar von Montenegro. Big, heavy, black mustache. Und großen, schweren, schwarzen Schnurrbart gehabt. And had a bass. When he commanded, everybody heard it. Und er hat eine tiefe, sonore Bassstimme gehabt. Wenn er gesprochen hat, wenn er Befehl gegeben hat, hat And jeder es about gehört. 3 weeks we were marching as if we were in honor guard. Und nach 3 Wochen sind wir so marschiert, als ob wir in der Ehrenlegion waren. But he was a very righteous person. Er war eine sehr gerechte Person. We went for 6 months intensive training in medical sciences. Wir hatten 6 Monate lang intensives Training in medizinischen Wissenschaften. He was teaching anatomy, Er hat Anatomie unterrichtet. and he found a student not taking notes. Und er hat einen Studenten gefunden, der keine Notizen gemacht hat. And he took his book for Yes. notes, Er hat sein Notizbuch dann and there genommen was almost nothing written. und da war fast gar nichts drin geschrieben. He says, "Why don't you take notes?" Er hat gefragt, warum machst du dir keine Notizen? He says, "I don't have a pencil. Und der Student hat gesagt, ich habe keinen Bleistift. Come with me." Hat er gesagt, komm mit mir. He goes to his room, Ist in seinen Raum gegangen, ask him to open the carrel. hat ihn gebeten, da seinen Schrank aufzumachen, He opens it. hat ihn geöffnet. There are 10 pencils that he received when he came. He didn't touch it. Und er hat dort 10 Bleistifte gehabt, die er bekommen hatte, die er bisher noch nicht mal angefasst hatte. Put him to prison for 3 months. Put him in prison? The man, the student. Yes. Because he lied. No, I understand, sorry. Also, sie sind dann zum Spind gegangen und im Spind waren dort 10 Bleistifte, die der Student noch nicht mal angefasst hatte und deswegen ist dann der Student ins Gefängnis für 3 Monate gegangen, weil er den Lehrer angelogen hat. There was a case where a soldier became drunk. Es gab einen Fall, als ein Soldat betrunken war. And I was in Slovenia. Ich war in Slowenien And only 17 kilometers from Maribor is Hungary. Austria and Hungary. 17 Kilometer entfernt von Maribor ist dann Ungarn, da ist dann Österreich und Ungarn die Grenzen. And Hungary was Soviet Union. Und Ungarn gehörte zur Sowjetunion. And he was examining our carols, Er hat unsere Spinte untersucht and he found my watchmaking tools. und er hat meine Uhrmacherwerkzeuge gefunden And then he found several watches. und mehrere Uhren daneben. And whose is this watch and who is this watch? Und wem gehört diese Uhr und diese Uhr? And this one, very expensive. Und diese hier ist sehr teuer. I said, this is General so and so. Und das ist von General so und so. He was very tall. He just looks down at me. Er war sehr groß, hat mich von oben angeschaut. When he was upset, his right mustache went up. Und wenn er böse wurde, ist sein Schnurrbart so auf der rechten Seite so nach oben gegangen. Come to my office right now. Komm mit mir ins Büro und zwar sofort. Lock my carol, we go in. Ich habe meinen Spind zugemacht, wir sind dann hineingegangen. Let me give you a compliment, he says. Und er sagte dann zu mir, ich möchte Ihnen ein Kompliment machen. You're intelligent, but you're stupid. Sie sind intelligent, aber dumm.
you do not argue with it. You just say, I understand. Da fängt man nicht an zu diskutieren, man sagt nur, ja, ich He says, you verstehe. understand nothing. Er sagt, Sie verstehen gar nichts. I'll teach you. Ich werde Sie lehren. He says, you know, those carols are easily taken. Wissen Sie, diese Binte können leicht How much aufgemacht werden. do you think that omega is worth? Was glauben Sie wohl, wie viel ist diese Omega hier wert? And gold casing. Und das Gold hier. I told him, Ich habe es ihm gesagt. you have so much in your pocket? Haben Sie so viel in Ihrer Tasche? Not, sir. Nein. So. Come at 2 o'clock in the afternoon. Kommen Sie um 2 Uhr nachmittags nochmal. I came back. Ich bin zurückgekehrt. He says, come with me. And he had bigger room than this one. Und dann hat er gesagt, kommen Sie mit mir. Und er hatte einen Raum, der größer war als dieser hier. He was teaching anatomy, so he had all kinds of skeletons and all kinds of muscles and stuff to show. Also er hat Anatomie unterrichtet, hatte deswegen viele Skelette und Muskeln, man konnte alles sehen. And next to the window, Und neben dem Fenster, he brought in a desk. da hat er einen Tisch hineingebracht. And there was a way of locking it completely. Was war's? Locking it. Schlüssel. Ein verschließbarer. Verschließbar, ja. That's right. He says, now here is the key to your desk. Und dann hat er gesagt, hier, das ist dein Schreibtisch und das ist der Schlüssel dafür. And here is the key to my office. Und hier ist der Schlüssel zu meinem Büro. You come whenever you want. Du kannst immer hierher kommen, wann immer du möchtest. And don't do foolish things. Und mach bloß keine törichten Dinge. Be careful in life. Sei ganz sorgfältig im Leben. Yes, sir. Yes. So, Also, I repaired watches there and so on. ich habe also dort dann die Uhren repariert. Oh, then he calls me 2 or 3 days after. 2, 3 Tage später hat er mich nochmal angerufen. I was already sitting working on watches and he was looking a little bit. Ich habe da über die Uhren nochmal geschaut, habe ein bisschen gearbeitet. He says, why do you continue taking classes? He asked you. Und er hat mich gefragt, warum nimmst du eigentlich noch Unterricht? Well, because I need to be trained. Na, weil ich unterrichtet werden muss, ich muss trainiert werden. We were about 1 week into classes taking. Wir hatten so seit einer Woche wieder Unterricht gehabt. He was teaching anatomy, physiology and patient care. Er hat Anatomie, Physiologie und He Patientenversorgung brought the books. gelehrt. Er hat Bücher gebracht He says, you study that und gesagt, ihr studiert das hier and you can challenge the exam. und dann könnt ihr das Examen bestehen. I said, I've never studied this, Und ich habe gesagt, das habe ich niemals studiert, but you have brains. aber ihr habt Gehirne. And then another professor and another professor. Ein anderer Professor, noch ein anderer. So in about 2 months, I challenged all the classes. So in 2 Monaten habe ich all die Unterrichtsklassen sozusagen, die Examen angegangen. He calls me to the office Er hat mich dann in sein Büro gerufen and he gives me monthly permit to leave the compound whenever I want. und dann hat er mir eine monatliche Erlaubnis gegeben, dort, the compound ist... Das Gelände. Das Gelände zu verlassen, wann immer ich möchte. I had nothing to do there. Ich hatte nichts dort mehr zu tun. I was there for 6 months to be trained. Ich war ja dort, um für 6 Monate, I challenged. Trainiert zu werden. So guess what I did? Also, was habe ich getan? Sabbath comes. Der Sabbat kommt. I take my uniform off Ich habe meine Uniform abgelegt and I go to church. und bin in die Gemeinde gegangen. Not a big church. Keine große Gemeinde. They had about 10 young people. Das ist ungefähr 10 junge Leute. And we started singing and playing. They had instruments and so on. Wir haben gesungen und wir haben mit Musikinstrumenten And gespielt. we had great time. Hatten eine wunderbare Zeit. One Sabbath in the morning, Eines Sabbatsmorgen I go to church. bin ich in die Gemeinde gegangen. And in a downtown, the streets are very wide. In der Stadt waren die Straßen sehr weit. And the crossing is long. Crossing over the streets. Yes. Also es dauert lange, bis man die Straßen hinübergequert ist.
So I walked to church bin ich zur Gemeinde gegangen and in civilian clothing. und zwar in Zivilkleidung. And who comes from the other side Wer kommt von der anderen Seite? but Captain and Mrs. Knežević. Also der Captain und seine Frau Knežević. Them in civilian too. Ebenfalls in Zivilkleidung. And now I cannot turn around. Und jetzt kann ich mich nicht umdrehen. So we pass. Wir sind aneinander vorbeigegangen. About 2 meters before he looks at me, 2 Meter zuvor schaut er mich an. he blinks, Er zwinkert. he lifts his mustache up, Er hat seinen Schnurrbart wieder so hoch gehoben. and I knew I'm done. Und ich wusste, jetzt ist es vorbei. I go to church. Bin in die Gemeinde gegangen. I was not very excited. War jetzt nicht besonders I begeistert. waited until 1:45 Ich habe bis kurz vor Mitternacht to gewartet, enter. um das Gelände wieder zu betreten. And Sentinel, as I came, says, Captain Knežević is waiting for you in his office. Und ja, der Wächter hat gesagt, also der Captain Knežević, der wartet in seinem Büro auf dich. So that was the longest walk. Das war der längste Spaziergang. I came, I knocked on the door. Bin dorthin gekommen, habe an die Tür geklopft. Come in. Kommen Sie rein. I come in. Bin hineingegangen Stand at attention. und habe dann mich aufgerichtet. Salute. Habe salutiert. And said, I'm responding to your call. Ich antworte auf Ihren Ruf. He sits at his desk Er saß an seinem Tisch with his shoes on his desk, mit seinen Schuhen auf dem Schreibtisch, reading a book, hat ein Buch gelesen, says nothing. hat nichts gesagt. And I stay at attention. Und ich habe dort, Turns the page Verstanden. after page and so on. und er hatte eine Seite nach der anderen geblättert And then without lifting his head, und dann ohne seinen Kopf auch nur anzuheben, he bellows with his bass. hat er mit Why? seiner Bassstimme gerufen. And I got scared. I said, Warum? Und ich habe Angst bekommen. I don't know. Ich habe gesagt, ich weiß auch nicht. Yes, you know. Doch, du weißt. Yes, sir. Ja, Sir. Yes, nothing, he says. Nein, nichts. He reads. Und er hat gelesen. And I stand. Und ich habe gestanden. For the longest time, I don't know how long. Die längste Zeit, ich weiß nicht mehr wie lange. Finally, he said, you want me to tell you why? Und er sagte, möchtest du, dass ich dir sage, warum? Yes, sir. Yes, Sir. Because you didn't have a father. Weil du keinen Vater hattest. And I'll teach you very quickly what father means. Und ich werde dir sehr schnell beibringen, was Vater bedeutet. You will not leave the military as an orphan. Du wirst dieses Militärgelände nicht als ein Waise verlassen. Yes, sir. Ja, Sir. Oh, yeah. You don't know what you're saying yes to. Aber du weißt doch gar nicht, wozu du jetzt Ja sagst. So he reads. Und er hat gelesen. And I wait. Und ich habe gewartet. And then he says, you know how stupid you are? Und dann hat er gesagt, weißt du, wie dumm du bist? He says, do you know that Soviet Union is only 17 kilometers? Weißt du nicht, dass die Sowjetunion 17 Kilometer nur entfernt ist? Do you know Maribor town, Maribor, is full of spies? Weißt du nicht, dass in Maribor es überall Spione gibt? And do you think that you look so different in civilian than in uniform? Und glaubst du, du siehst in Zivilkleidung so viel anders aus als in Uniform? And do you know that those spies have pictures of all you soldiers? Und weißt du nicht, dass die Spione von jedem einzelnen Soldaten ein Bild haben? And you took uniform off. Und du hast die Uniform abgelegt. And for that you get 10 years of prison. Und dafür würdest du 10 Jahre Gefängnis bekommen. You take uniform off, except if you go for furlough for 10 days or something like that. Und niemals nimmst du deine Uniform ab, es sei denn, du hast mal 10 Tage Urlaub oder so. So he reads. Er hat also weiter gelesen. And then he says, you can praise your God Du kannst deinen Gott preisen, hat er dann gesagt. if you stay shorter than 6 months in prison.
wenn du weniger als 6 Monate im Gefängnis bist. And explain to me, he says, Und er sagte, erkläre mir, how are you going to observe your Sabbath in prison? wie wirst du im Gefängnis deinen Sabbat halten wollen? Just because you wanted to wear take uniform off. Nur weil du deine Uniform ablegen wolltest. Then he reads, Und dann hat er gelesen, turn pages. hat Seiten geblättert. Then he puts the book, Dann hat er das Buch auf den Tisch gelegt, opens the drawer, hat dann die Schublade aufgemacht, and he finds a paper hat ein Papier dort gefunden, and writes my name, and hat meinen Namen geschrieben. then he says, well, now, Nun, hat er gesagt, what is it? was ist es? 6 or 3? 6 oder 3? I said 3. Und ich sagte 3. He writes 3. Und er hat 3 geschrieben. I had the key to his office. Ich hatte ja den Schlüssel zu seinem Büro. He gets up, Er ist aufgestanden, puts his uniform, hat seine Uniform genommen. puts his coat and, Er hat seinen Mantel angezogen, and stands up, ist aufgestanden and he says, look after me. und hat dann gesagt, schließ nach mir ab. So he left. Und dann ist er gegangen. On a desk, a piece of paper. Auf dem Schreibtisch war das Papier. He didn't tell me I should look at it Er hat mir nicht gesagt, dass ich nicht draufschauen sollte, because it was really given to me. denn es war ja eigentlich für mich geschrieben. But I didn't want to look. Aber ich wollte nicht draufschauen. I sat in his chair Ich habe auf seinem Stuhl gesessen and I took the paper und das Papier genommen. and I got free exit for 3 months. Ich habe für 3 Monate Freigang bekommen, also frei. I was ready to do anything for this man. Ich war bereit, alles für diesen Menschen zu tun. When 3 months elapsed, Als die 3 Monate dann vorbei waren, he calls me again. er hat mich erneut gerufen, He gave me 6 months. hatte mir 6 Monate Ausgang gegeben. Whenever I wanted. Wann immer ich wollte. I didn't have to go to classes. Ich musste nicht zu den Unterrichtseinheiten gehen. I ate in the compound because I didn't have money to buy food for myself. Ich habe dort im Militärgelände gegessen, weil ich ja kein Geld hatte, um für mich Essen zu kaufen. And I said to myself, Und ich habe zu mir gesagt, for this man, dieser Mann, I would jump anywhere. für diesen Mann würde ich überall hinspringen. This is what it means to know how to monitor our lives. Das ist, was es bedeutet, unser Leben zu überwachen. When we do not ask ourselves, where are you? Wenn wir uns nicht die Frage stellen, wo bist du? When you do not know who you are at this moment. Wenn du nicht weißt, wer du bist, zu Life diesem goes Zeitpunkt, automatically. dann geht das Leben so automatisch. And you become something that you don't even know you're becoming that. Und du wirst etwas, ohne zu merken, dass du das wirst. Habits and vices are developed slowly. Und Gewohnheiten und Laster werden langsam entwickelt. It is essential that we check where we are, what we do, what we eat, what we drink. Es ist so entscheidend, dass wir immer wieder überprüfen, wo sind wir, was tun wir, was essen wir, was trinken. Remember, we are sinners. Erinnert euch, wir sind Sünder. It is natural for us to be bad. Es ist ganz natürlich für uns, schlecht zu sein. It's natural for us to eat pork and drink alcohol and smoke. Es ist natürlich für den To Menschen. commit adultery, that's all natural to Es us. ist natürlich zu uns, dass wir Alkohol trinken, dass wir Schweinefleisch essen, dass wir rauchen, dass wir fluchen, dass wir Ehebruch betreiben. But let me tell you, Aber good habits are even stronger than bad habits. ich möchte euch sagen, gute Gewohnheiten sind sogar stärker als schlechte Gewohnheiten.
because you receive positive feedback all the time. Weil man positives Feedback die ganze Zeit bekommt. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, we thank you for creating us for eternity, wir danken dir, dass du uns für die Ewigkeit geschaffen for hast. creating us in your image, Dass wir in deinem Bild geschaffen worden sind. for doing your will means acting in harmony with your image. Und deinen Willen zu tun bedeutet, in Harmonie mit deinem Bild zu wirken. I want to thank you for Captain Knežević Ich möchte dir danken für den Captain Knežević and what he has done in my life. und was er in meinem Leben getan hat. I don't know if he's alive, Ich weiß nicht mal, ob er lebt, but don't forget him. aber bitte vergiss ihn nicht. Help us all to know how to behave in responsible way. Hilf uns allen, dass wir verstehen, wie wir uns in verantwortlicher Art und Weise verhalten sollen. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen.